Ich begrüße euch zu dem 9. Termin dieser Veranstaltungsreihe über Wilhelm Reich, Grundlagen lebendiger Entfaltung. Und das Thema heute Abend habe ich genannt Himmelsakupunktur zur Aufklärung und Dürrebekämpfung. Gleich vorweg, der Begriff Himmelsakupunktur geht so nicht direkt auf Wilhelm Reich zurück. Ich habe mir gestattet, diesen Begriff irgendwann mal zu verwenden. Und er ist ein anderer Begriff für das, was Wilhelm Reich Cloudbusting genannt hat. Und ich denke, der Begriff Himmelsakupunktur weckt eher die geeigneten und sinnvollen Assoziationen als dieser andere Begriff von Wilhelm Reich mit dem Wort Cloudbusting. Ich schreibe das mal hier an. Cloudbusting mit einem Gerät, was er Cloudbuster genannt hat. Und da fängt es übrigens schon bei der Aussprache im Deutschen oder Unterdeutschen an. Cloudbusting und Cloudbuster, also die korrekte Aussprache, wenn man es ans Englische anlehnt, ist eben Cloudbusting und Cloudbuster. Wenn man fragt, was bedeutet das? Cloud ist ja die Wolke und to bust heißt sowas wie zerstören. Das ist kein schöner Begriff, Wolkenzerstörer. Ich werde auch nachher erläutern, aus welchem Zusammenhang Reich diesen Begriff geprägt hat und ihn, nachdem er den einmal geprägt hat, dann auch beibehalten hat für Anwendungen, die nun alles andere als darauf gerichtet waren, Wolken zu zerstören. Genau das Gegenteil war weitgehend der Anwendungsbereich, nämlich die Bildung von Wolken zu unterstützen, anzuregen, und zwar auch in Gebieten, wo es Jahre, Jahrzehnte mindestens keine Niederschläge oder ganz geringe gegeben hat, oder vielleicht noch nicht einmal Wolken oder Wölkchen gegeben hat. Also diesen Prozess anzuregen, und wenn man dann den Begriff beibehält, Cloudbuster, also Wolkenzerstörer, ist das einfach unpassend. Nun, er war so in seiner Begrifflichkeit drinnen, dass er da sich wahrscheinlich nicht jedes Mal von neuem Gedanken darüber gemacht hat, was der Begriff ausdrückt. Aber über die vielen Jahre von Öffentlichkeitsarbeit habe ich eben gemerkt, dass dieser Begriff bei manchen eher Verwirrung hervorruft als Klarheit. Und eigentlich geht es ja vor allen Dingen um Aufklärung, also erstmal natürlich im Erkenntnisprozess und hier sogar im wörtlichen Sinn, Aufklärung einer Atmosphäre, die ansonsten und bis dahin und manchmal über längere Zeit, manchmal über Jahre, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte sehr eingetrübt war. Und wie gesagt, deswegen habe ich mir erlaubt, den Begriff also durch einen anderen zu ersetzen. Himmelsakupunktur. Himmel, damit ist nicht der spirituelle Himmel gemeint, sondern der physikalische oder meteorologische Himmel oder der meteorologische Himmel. Und der Begriff Akupunktur, nun, den kennen wir ja aus anderen Zusammenhängen, nämlich Akupunktur bei Menschen. Die chinesische Akupunktur wird ja zum Teil auch bei Tieren angewendet, zum Teil auch bei Pflanzen. Bleiben wir mal bei der Akupunktur in der Anwendung bei Menschen. Da geht es ja darum, mit einem vergleichsweise unglaublich einfachen Instrument, nämlich einer Metallnadel oder mehreren Metallnadeln, etwas zu bewirken, nämlich einen wohl in Störung geratenen Energiefluss, einen Fluss der Lebensenergie wieder so anzuregen, dass es in Richtung Selbstregulierung sich entwickelt und damit dann auch Selbstheilung. Also eine Heilung nicht auf der Ebene von irgendwelchen Wirkstoffen, sondern auf der Ebene von, man könnte sagen, Wirkenergien. Aber genau die gibt es ja im Weltbild der westlichen Medizin und Naturwissenschaft nicht.
Und wir hatten ja öfter auch darüber gesprochen, dass insoweit diese mechanistische Wissenschaft eben die Prozesse, auch die Naturprozesse, gar nicht verstehen, gar nicht begreifen kann, weil sie für diese Lebensenergie keinen Begriff hat, auch keinen Blick hat. Und deswegen kann sie eigentlich bis heute auch nicht die Wirkung der chinesischen Akupunktur wirklich begreifen. Und dennoch wird sie mehr und mehr seit Jahrzehnten auch hier im Westen, also auch in Deutschland oder im deutschen Sprachraum, aber natürlich auch anderswo, praktiziert. Und ich erinnere mich noch sehr gut an Anfang der 70er Jahre, als ich selber von Akupunktur überhaupt noch nichts wusste. Und damals war ein Artikel in einem Zeitmagazin, also in einer Beilage zur Wochenzeitschrift oder Zeitung Die Zeit, mit einer Figur, da waren Akupunktur, also so Bahnen eingezeichnet und Punkte und dann Nadeln rein gestochen. Und darüber erfuhr ich zum ersten Mal von der chinesischen Akupunktur und ihrem Verständnis von Krankheit und Gesundheit und Heilung. Und da kamen mir ja gleich sehr viele Assoziationen und Verbindungen zu dem reichen Verständnis von Krankheit und Gesundheit. Das schien die gleiche Energie zu sein, die da im Spiel ist. Und auch das Verständnis, wenn dieser natürliche Fließprozess der Energie auf die eine oder andere Art gestört ist, dass es dann zu Funktionsstörungen kommt im betreffenden Organismus oder lebenden System. Und dass man dadurch, dass man diesen Energiefluss wieder anregt oder die Blockierung löst, dazu beitragen kann, einen Selbstheilungsprozess anzuregen. Das, was also insoweit auf den menschlichen Organismus sich bezieht. Übrigens, Wilhelm Reich kannte damals die chinesische Akupunktur nicht. Das hat er aber in ähnlicher Weise dann auch in seinem Verständnis des lebenden Organismus Erde angewendet. Nämlich, nach seinen Erkenntnissen war damals Anfang der 50er Jahre in den USA, im Bundesstaat Maine, wo er wohnte und forschte, eine Situation eingetreten, die er gedeutet hat als eine energetische, und zwar lebensenergetische Erstarrung oder Blockierung der Atmosphäre. Also ein Teil mindestens des Organismus Erde war nach seiner Interpretation energetisch blockiert. Und so wie man sich kaum vorstellen kann, jedenfalls vor ein paar Jahrzehnten, dass man mit ein paar simplen Metallnadeln nun etwas bewirken kann oder anregen kann, wozu die Schulmedizin mit kompliziertesten und teuersten Diagnose- und Therapie- und Behandlungsmethoden oftmals nicht in der Lage ist. So ist es eben ähnlich mit dem Gerät, was Reich dann aus einem bestimmten Hintergrund heraus entwickelt hat. Das ist technisch von der Konstruktion her gesehen so unglaublich simpel. Das ist auch insoweit vergleichbar mit einer Akupunkturnadel, nur dass dieses Gerät für den Organismus Erde natürlich größer dann auch ist als eine kleine Akupunkturnadel. Aber es ist so einfach, es ist so simpel. Und das ist das größte Hindernis oder eines der größten Hindernisse für Menschen, die gewohnt sind, Technik muss irgendwie mehr oder weniger kompliziert sein. Und damit sie wirklich etwas Wesentliches bewirkt, dann muss sie auch teuer sein und dann muss es dafür Experten geben und. Ja, und wenn man dann, also vor 40 Jahren meinetwegen, oder wie lange ist das her, Anfang der 70er Jahre, etwa 40 Jahre, wenn man damals gesagt hat, mit ein paar Nadeln, dann ist man vielfach ausgelacht worden. Aber mittlerweile ist die Akupunktur so viel und vielfältig und häufig angewendet worden und hat auch Behandlungserfolge bei verschiedensten Krankheiten eben zu Wege bringen können, wo die Schulmedizin am Ende ihrer Weisheit und Kunst angelangt war. Und mittlerweile ist das selbstverständlich. Akupunktur gehört irgendwie mit, hier und da jedenfalls in der ärztlichen Praxis, nicht nur bei Heilpraktikern, mit zum Behandlungsrepertoire. Selbst wenn es an den Universitäten im Medizinstudium nicht gelehrt wird,
aber es hat sich rumgesprochen. Wie gesagt, verstanden wird die Wirkung immer noch nicht, jedenfalls so lange nicht, solange man die Existenz einer kosmischen Lebensenergie leugnet. Es braucht eine Öffnung des Weltbildes. Das mechanistische Weltbild ist zu eng, um diese lebensenergetischen und lebendigen Prozesse verstehen zu können und letztendlich dann auch beeinflussen zu können, sogar im wahren Sinne des Wortes, also den Fließprozess der Energie anzuregen. Und so wird es heute auch bei dem Thema des heutigen Abends sein, der Einsatz dieses Gerätes, was Reich Anfang der 50er Jahre entwickelt hat, das ist und dessen Wirkungen, das ist nicht zu verstehen, in dem Fall zum Beispiel mit der klassischen Meteorologie und mit deren Begriffen. Das kann man den Meteorologen, die darin ausgebildet sind, gar nicht mehr übel nehmen. Die haben, wenn sie überhaupt was davon zur Kenntnis nehmen, dann eben doch meistens mehr sowas wie Spott oder ein bisschen mitleidiges Lächeln übrig für solche Hinweise auf solche Methoden und Erfahrungen. Werde ich vielleicht nachher ein paar konkrete Beispiele mal nennen für diese Art von Abwehr. Sie haben es nicht gelernt und es übersteigt insoweit ihr Vorstellungsvermögen und dann kommen da irgendwelche Leute, der Reich war ja nun kein studierter oder gar diplomierter Meteorologe und die Leute, die sich später an Reich orientiert haben, waren das vielfach auch nicht, obwohl auch Meteorologen diesen Schritt getan haben, einzelne, ganz wenige. Aber die meisten waren ja keine Experten auf dem Gebiet. Und dann wollen die einem nahebringen und einem weismachen, dass man mit solchen einfachen Methoden und Mitteln ja nicht nur eine schwer getrübte Atmosphäre aufklaren kann, wieder beleben kann, wieder zum Strahlen, zur Lebendigkeit anregen kann, sondern sogar noch Wolkenbildung soll damit angeregt werden, bis hin zu einer Verdichtung der Wolken, und zwar ohne, dass die erst aufsteigen müssen, um sich abzukühlen und dann abzuregnen, sondern einfach nur, indem der Prozess der Wolkenbildung immer mehr voranschreitet, sie immer sozusagen kompakter werden, bis hin zu dem Grad, wo es dann in Regen sich sozusagen entlädt. Das ist schwer zu verstehen, aber wie gesagt, ähnlich wie damals die Akupunktur bei Menschen nicht zu verstehen war und es braucht wohl seine Zeit, alleine durch die praktischen Erfahrungen in der Anwendung solcher Methoden. Wenn schon die Aufarbeitung der forschungsmäßigen Grundlagen nicht oder kaum erfolgt, dann wird es einfach die Erfahrung bringen, nämlich die Anwendung solcher lebensenergetischen Methoden auch bei der energetischen Wiederbelebung einer leblos gewordenen Atmosphäre. Dass das mittlerweile nicht mehr nur Theorie und irgendeine Vision ist, irgendein Traum, sondern Realität. Dafür gibt es ja in jüngerer Zeit ein ganz eindrucksvolles Beispiel. Das ist das Beispiel der Wüstenbegrünung mit lebensenergetischen, mit bioenergetischen Methoden in Algerien seit einigen Jahren. Das ist losgegangen 2004. Und wir haben heute Abend die Initiatoren und Initiatorin dieses Projektes und Leiter und Leiterin dieses Projektes hier unter uns, Majid Abdelaziz und seine Frau Maya. Steht ihr mal kurz auf. Ja, das hat sich jetzt ganz spontan ergeben. Sie sind also frisch zurück aus Algerien und von diesem Projekt eben auch zurückgekommen. Wir haben vor ein paar Tagen zusammengesessen. Ich habe die neuesten Bilder und Fotos gezeigt bekommen und erläutert bekommen. Und dann dachte ich, das würde doch genau passen. Und ja, wir denken, dass wir dann einen Teil der Veranstaltung heute Abend dafür freimachen, dass
Majid oder vielleicht auch Maya, dass die beiden dieses Projekt erläutern und vor allen Dingen ja auch ein paar Eindrücke hier über neue Fotos dann vermitteln. Da müssen wir nachher hier ein Stückchen umbauen. Hast du einen Beamer mit? Ja. Okay. Ja. Ich will noch mal ganz kurz erinnern an das, worum es beim letzten Mal geht, denn aus diesem sogenannten Ora-Nur-Experiment und den dramatischen Abläufen im Gefolge dieses Experiments ist ja überhaupt erst diese Fragestellung erwachsen, der Wilhelm Reich dann nachgegangen ist, nämlich wie lässt sich die damals dramatisch veränderte Atmosphäre, die ihm als leblos, als energetisch erstarrt vorkam, wie lässt sie sich eventuell wieder auflockern, wieder beleben, und deswegen also ein paar Worte und vielleicht auch Bilder nochmal zu diesem Ora-Nur-Experiment, um das es letztes Mal ausführlich ging. Letztes Mal war ich ein bisschen beeinträchtigt durch eine Erkältung, die ist zwar noch nicht ganz überwunden, aber heute fühle ich mich schon deutlich besser. Also auch im Rückblick nochmal auf letztes Mal bitte ich um Verständnis, ja, da fehlt dann natürlich einiges an gewohnter Ausstrahlung. So ist es halt mit der Lebensenergie. Ne? Okay, das Ora-Nur-Experiment, das war 1951 eben in diesem Bundesstaat Maine, in der ländlichen Umgebung eines kleinen Ortes. Den Landsitz hatte er selber Orgonon genannt und der Ort in der Nähe war Rangeley, Maine in den USA. Eine sehr schöne Landschaft, hügelig, mit Wäldern, mit Seen, mit bis dahin sehr klarer, lebendiger Atmosphäre, sehr klar ausgeprägten unterschiedlichen Jahreszeiten. Das hatte Reich gerade so fasziniert, dass er dort aus New York ja übergesiedelt war in diese Gegend in Maine. Und vor dem Hintergrund des damaligen Koreakrieges, der ja drohte, zu einem Atomkrieg zu eskalieren, hatte er sich die Frage gestellt, ob sich Orgonenergie, und zwar vor allen Dingen konzentrierte Orgonenergie, Anti-Nuclear Radiation einsetzen lässt. Also die Konzentrierung dieser Lebensenergie, das war Wilhelm Reich ja gelungen durch den sogenannten Orgon-Akkumulator, über den wir ausführlich hier ja auch gesprochen hatten, auch darüber, wie er darauf gekommen war, welche Anwendungsbereiche dieser Akkumulator gefunden hatte, auch im medizinischen Bereich, und welche unglaublichen Wirkungen zuweilen auch davon ausgegangen waren, tendenziell belebend. Allerdings war wichtig, es kommt auf die Dosierung an. Das ist eigentlich bei allen Behandlungsmethoden so und sollte eigentlich auch ganz selbstverständlich sein, wird aber manchmal einfach übersehen von Leuten, die erstmal so begeistert sind von Neuem und dann übersehen, dass zu viel davon eben auch sehr unangenehm werden kann. Das hatte ich hier ja auch ja, unter Darstellung von Erfahrungen am eigenen Leibe mal hier eingebracht. Aber bei angemessener Dosierung war es möglich, gerade geschwächte und extrem geschwächte, also bioenergetisch geschwächte Menschen aufzuladen, bioenergetisch zu stärken, auch, dass ihr Blut sich auflud. Der Bluttest von Wilhelm Reich konnte das dann diagnostizieren, inwieweit Blut, was sehr geschwächt war, sich dann veränderte in Richtung bioenergetisch vitalerem Blut. Und. Wir hatten ja an dem Thema die bioenergetische Krebsforschung von Wilhelm Reich hier einige sehr eindrucksvolle Wirkungen auch im Zusammenhang des Akkumulators kennengelernt, ohne dass Reich jemals da behauptet hatte, er hätte nun alleine mit diesem Instrument ein für alle Mal die Lösung der Krebsheilung gefunden, was ihm ja manche angehängt haben und deswegen gesagt haben, der ist größenwahnsinnig, aber er hat das nie gesagt. Ich habe auch auf die Schranken und Beschränkungen seiner Zeit hingewiesen und er selber hatte auch darauf hingewiesen. Aber bei all dem
waren es häufig so eindrucksvolle Wirkungen, auch im Zusammenhang der Wundheilung, auch im Zusammenhang mit Verbrennungen und anderen Wunden und Verwundungen, wo also der Prozess der Regenerierung der Gewebe ganz erstaunlich unterstützt wurde durch die Zuführung konzentrierter Organenergie. Dass es von daher gar nicht vermessen war, als Reich sich die Frage stellte, lässt sich diese konzentrierte Organenergie möglicherweise auch nutzen, um mögliche und drohende Strahlungsschäden dann auch in einem eventuellen Atomkrieg zu lindern oder gar zu neutralisieren. Und für den Fall hatte er ja dann einen ganz außergewöhnlich starken Organakkumulator verwendet. Ja, upsala. Mit Isolator, das ist letztes Mal, glaube ich, und Metall. Das Metall hatte ich letztes Mal hier blau gemalt und den Isolator, wenn ich mich recht erinnere, hier so. Alleine schon eine solche Doppelschicht lässt diese Energie aus dem Raum hier sich verdichten und der Grad der Verdichtung wird immer größer mit ansteigender Zahl dieser Schichten, also von Metall und Isolator. Und während er für seine medizinischen Behandlungen 3 Doppelschichten verwendet hatte, hatte er für das Oranur-Experiment, aber das male ich jetzt hier nicht vollständig hin, sonst ist der Abend alleine damit angefüllt, hat er 20 Doppelschichten verwendet. Also einen 20-fachen Organakkumulator. Und hat da hineingebracht eine eigentlich ziemlich geringe Menge an radioaktiver Substanz, nämlich 1 Milligramm Radium, um zu sehen, ob sich in der Wechselwirkung zwischen hochkonzentrierter Organenergie und Radium etwas Auffallendes beobachten lässt. Das, was dann eintrat, hat ihn selber völlig überrascht in der Stärke, in der Intensität. Damit hatte er überhaupt nicht gerechnet. Das habe ich letztes Mal ausführlicher dargestellt. Er hat es schließlich gedeutet als eine hochgradige Erregung des hier im Inneren ja dann hochkonzentrierten Organenergiefeldes. Das sei in einen Zustand der Übererregung, der Aufpeitschung geraten. Und so wie die Organenergie selber durch alle Materie durchgeht und allenfalls nur in ihrer Ausbreitung sozusagen gebremst werden kann, aber nicht wirklich völlig abgeschirmt werden kann, so wäre dieser Effekt der aufgepeitschten Energie durch die Wände durchgegangen und hätte schließlich auch die lebenden Organismen, also bis hin zu den Personen, die dort an dem Versuch beteiligt waren und in dem Gebäude auch sich aufhielten, in einen Zustand gebracht von extremer Übererregung, bioenergetischer Übererregung. Das ist hier nur symbolisch an einem, zum Beispiel Einzeller, aber wir hatten ja kennengelernt die Vorstellung von Reich bei allen Unterschieden zwischen Einzeller und Vielzeller und kleinen Tieren und großen Tieren bis hin zum Menschen, gäbe es eine funktionelle Identität bei gleichzeitigen Unterschieden. Das hatte ich letztes Mal hier an verschiedenen, also nehmen wir hier den oder die Bione, über die wir gesprochen haben, dann war es hier der Einzeller, dann war es hier Pflanzen, Tiere, Menschen und so weiter und schließlich ja bis zum Organismus Erde, bis zum lebenden Organismus Erde. Und hier in der anderen Richtung, das hatte ich letztes Mal nicht erwähnt, geht das sogar bis in die subatomaren Bereiche, nämlich bis in zum Beispiel das Elektron.
alle haben auch ihren lebensenergetischen Anteil. Und wenn diese Funktion grundlegend gestört wird, zum Beispiel eben durch diesen Uranur-Effekt aufgepeitscht wird, dann werden alle davon Betroffenen in dieses Energiefeld eingebetteten lebenden Organismen und Systeme in diesen Zustand der Übererregung hinein katapultiert, könnte man sagen, und erfahren dadurch zunächst mal bestimmte Funktionsstörungen. Reich hat herausgefunden, jeder Organismus wird insoweit durch diese, wie er es genannt hat, Uranur-Krankheit an seiner bioenergetischen Schwachstelle am heftigsten getroffen, also in den Bereichen der stärksten emotionalen, körperlichen und bioenergetischen Blockierung bzw. Stauung. Und insoweit griff also dieser Uranur-Effekt, wie er ihn nannte, dann über auch hier auf alle lebenden Systeme und Organismen. Die erste Erfahrung damit machte er, als er selber in den Laborraum nach 5 Stunden reingegangen war und völlig aus den Latschen gekippt ist, so könnte man es salopp ausdrücken, völlig aufgewühlt war. Und ähnlich ging es seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, als sie dann da reingingen. Das kann nicht alleine nur an 1 Milligramm Radium gelegen haben, zumal wenn er das rausnahm und ein paar hundert Meter weiter deponierte. In der Umgebung des Radiums selber war überhaupt nichts irgendwo besonders Dramatisches. Der Akkumulator glühte noch quasi nach, das wirkte noch weiter nach. Und ich hatte ja dann gesagt, er hat das über Monate dann immer wieder und immer systematischer dann experimentiert, wie die Reaktion ist, diese Wechselwirkung zwischen dem und dem. Letztes Mal ging es schwerpunktmäßig um den Zusammenhang zu verschiedenen Formen bioenergetischer Erkrankung. Eine Tendenz, die er beobachtet hatte, zunächst an Versuchstieren im Nebenraum, die er für andere Versuche noch mit einbeziehen wollte, die waren unter dem Einwirken des Uranur-Effektes alle gestorben. Der Effekt war also durch die Wand durchgegangen und sie wiesen Symptome auch von Leukämie. Das heißt, Reich hat hier einen Zusammenhang entdeckt zwischen dieser hochgradigen Aufpeitschung der Lebensenergie und Leukämie, also Blutkrebs. Während andere Formen von Krebs von ihm ja interpretiert wurden als Folge chronischer bioenergetischer und emotionaler Blockierung, Erstarrung, Kontraktion, Schrumpfungsbiopathie, so hatte er das ja genannt, hatte er die Leukämie gedeutet als Ausdruck und Folge eben dieser Uranur-Reaktion, dieses übererregten Zustandes der Energie. Ich hatte dann auch darauf verwiesen, dass er schon beobachtet hatte, verschiedenste Beschädigungen, Erkrankungen eben auch von Pflanzen. Das Phänomen von Waldsterben war ihm in diesem oder Baumsterben war ihm in diesem Zusammenhang ins Blickfeld geraten und ins Verständnis auch. Das ging sogar bis hin zu einem Strukturzerfall von Gesteinen, den Steinen seines Hauses, deren Oberfläche in der Struktur zerfiel und dann in ganz merkwürdige Schwarzformen sich umwandelte. Das war dieser Begriff Melanor, also Strukturzerfall von Gesteinen. Wir kommen nachher noch drauf, dass er in dem Zusammenhang mindestens die Hypothese aufgestellt hat, dass es sogar einen Strukturzerfall von Wassermolekülen, also H2O, gegeben habe, unter dem Einfluss zunächst von Uranur und dem Umkippen dann in das Gegenteil, nämlich in den Zustand, den er Dor genannt hatte. Auch das Bild will ich noch mal kurz hier hinmalen. Wenn das hier die natürliche Pulsation und das Strömen der Lebensenergie symbolisiert, dann wäre der Uranurzustand bildlich und symbolisch damit zu veranschaulichen. Und die Beobachtung von Reich nach mehreren Wochen immer wieder dieses Uranur-Effektes war die, dass es dann umgekippt ist in
die Leblosigkeit. Das war also hier Orgon, lebendige Orgonenergie, das war Ora-Nur. Das ist ein bisschen weit nach rechts gerückt hier. Und das hier war Dor. Deadly Orgone, eine Abkürzung, die er auch selber geprägt hat. Und im Gefolge dieses Umkippens in Dor haben sich eben verschiedene Prozesse von Erkrankung eingestellt, die ich letztes Mal auch näher beschrieben hatte, also auch bezogen auf Pflanzen, auf Bäume, auf Baumsterben und, wie gesagt, in seiner Interpretation sogar der Strukturzerfall von Wassermolekülen. Das heißt, Wasser würde sich, wenn auch nicht im Nichts auflösen, aber von Wasser würde nicht weder Wasserdampf noch Flüssigkeit übrig bleiben. Es wäre verschwunden, als Wasser wäre es verschwunden. Und das wäre ein Effekt der Austrocknung, des Austrocknens. Also wenn lebende Organismen in ein solches Umfeld kommen, wird ihnen quasi Wasser entzogen. Nicht durch Verdunsten, nicht durch Ausscheiden alleine, sondern durch Zersetzung der Molekularstruktur, durch Zerfall der Molekularstruktur von Wasser. Das ist noch schwer vorstellbar. Ich will mal sehen, wie ich das nachher einbaue, um es vielleicht annähernd vorstellbar und verständlich werden zu lassen. Ein Aspekt, den er im Gefolge des Ora-Nur-Experiments beobachtet hatte, war nun die dramatische Veränderung der Atmosphäre und des Himmels, weswegen er ja gerade in diese Gegend damals umgesiedelt war, weil das alles so belebend und so frisch und erfrischend für ihn gewesen war. Und nach einiger Zeit dieses Ora-Nur-Experiments, dieser Versuchsreihe, war die Landschaft umgekippt von Ora-Nur in Dor. Und das war ein Zustand, den hat er bis dahin so überhaupt noch nicht erlebt oder jedenfalls nicht irgendwie registriert. Mag sein, dass er vorher schon mal Landschaften gesehen hatte mit ähnlichen Phänomenen. Aber von da an hat er einen Blick entwickelt. Was ist das denn eigentlich? Und da will ich hier ein paar Anhaltspunkte dafür geben, worin sich diese energetische Erstarrung der Atmosphäre ausdrückt. Also ich sagte ja schon, das waren Hügel und das waren Seen und Wälder. Ja, jetzt wird man hier wieder zum Künstler. Wälder sollen das sein. Grün ist hier nicht so besonders doll ausgeprägt in der Kreide. Und vorher eben wohl strukturierte Wolken, ja, manchmal sind die Wolken ja in der belebten Atmosphäre so richtig wie zum Greifen, zum Pflücken, ganz plastisch der Himmel, sehr räumlich. Und das hat er nach dem Ora-Nur-Experiment dann über Wochen überhaupt nicht mehr sehen können, sondern da lastete ein grauer Schleier über der Landschaft. So, mal angedeutet. Es gab keine richtigen Wolken, aber dünne Schlieren waren zum Teil da. Gräulich, bräunliche Schlieren, konturlos, überhaupt nicht ausgeprägt. Die Sonne, ja, bei eigentlich sonst wolkenlosen Himmel, stand schon am Himmel, aber wie eine blasse Scheibe, ohne jede Ausstrahlung. Also natürlich hat sie gestrahlt, aber wie eine Mattscheibe sah die Sonne aus. Und das bei helllichten Tage.
Naja, die Sonne ist ja nur bei helllichten Tagen zu sehen, aber es ist eben nicht dasselbe, ob sie an einem klaren Himmel strahlt, ja, und die ganze Landschaft in ein schönes Licht taucht, oder ob da so eine Mattscheibe am Himmel steht, von der überhaupt kein Glanz, gar nichts Belebendes ausgeht, schon vom Sehen her, auch vom Fühlen her. Wilhelm Reich hat jedenfalls das als sehr bedrückend, emotional, sehr beklemmend empfunden. Und für ihn war das immer wichtig, auch die eigene emotionale Wahrnehmung mit einzubeziehen in die Beobachtung. Was natürlich für einen sonst sich seriös verstehenden Wissenschaftler tabu ist. Ja, da heißt es ja also ganz objektiv bleiben und bloß keine Gefühle mit reinbringen. Das hat Reich hinter sich gelassen. Für ihn war ein tieferes Verständnis lebendiger Prozesse überhaupt nur möglich unter Einbeziehung auch des Emotionalen und den emotionalen Kontakt zum Lebendigen. Und wenn man da aus dem Kontakt rausgeht, dann beeinträchtigt das ja das Lebendige, den lebendigen Prozess selber auch und verändert ihn. Also das nur mal eine ganz kurze methodische Bemerkung am Rande. Deswegen hat er sich hier auch nicht gescheut, bei der Beschreibung meinetwegen von Landschaft und Landschaftsbild und Atmosphäre und Himmel und so, seine emotionalen Empfindungen davon auch mit zu protokollieren. Ich habe hier in dieser Ausgabe von Emotion 7, ja, diesen langen Artikel, den ich neulich schon mal erwähnt hatte, energetische Erstarrung der Atmosphäre, nein, Strahlenbelastung, energetische Erstarrung der Atmosphäre, Waldsterben und Smog, habe ich einen Anhang mit aufgenommen, Anhang römisch 1 auf Seite 81, Landschaftsbeobachtung aus orgonomischer Sicht, also aus orgonenergetischer Sicht. Und zwar auf der Reise, die ich nachher noch erwähnen werde, zwischen Maine und Arizona, also der Wüste von Arizona. Da hat er immer protokolliert, wie er die Landschaft empfindet. Gut, wenn er eine Digitalkamera gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich einfach nur aufgenommen, aber das war damals alles nicht so doll und mit Schwarz-Weiß bringt es das auch nicht. Er hat es jedenfalls hier auch schriftlich ausgedrückt. Ja, die Beobachtung von Dor in der Atmosphäre und seine Wirkungen auf lebende Organismen, Vegetation und Menschen erforderte unsere volle Aufmerksamkeit während der ganzen Reise. Innerhalb der allgemeinen Dorschicht, die das Land bedeckte, gab es bessere und schlechtere Zonen und einige isolierte Gebiete waren während unserer Durchfahrt tatsächlich frei von Dor, aber gewöhnlich wurde Dor überall gefunden. Die Zerstörung der Bäume war durch den ganzen Osten hindurch allgemein verbreitet. In Neuengland waren Bäume entlang ihres unteren Stammes abgebrochen. Die Querschnitte der gespaltenen Stämme erschienen knochentrocken, spröde und hatten keinen Saft. Mein Kommentar in meinem Notizbuch war, das Wetteramt schreibt die Dorzerstörung der Wälder in Maine einem Hurricane zu, der überhaupt nicht in dieser Gegend war. Denn das Brechen der Stämme war tiefer verursacht durch ihren geschwächten Zustand, der das Resultat des Austrocknens der Bäume durch Dor war, das dem Hurricane Edna um 2 Jahre vorausgegangen war. Und so weiter. Ich will das jetzt nicht hier alles vorlesen, jedenfalls kommt dann schon auch so, wie ihn das bedrückt hat, emotional beklemmt hat. Zunächst eben in Maine, ehe er sich dann auf eine Expedition gemacht hatte in Richtung Wüste von Arizona. Ja, vor diesem Hintergrund war es kaum noch auszuhalten, also in diesem Umfeld von lebloser, gelähmter, so könnte man vielleicht sagen, gelähmter Atmosphäre, die eben auch lähmend wirkte auf die lebenden Organismen und eben auch auf dafür empfindsame Menschen. Es war kaum auszuhalten und einige seiner Mitarbeiter haben daraus auch die Konsequenzen gezogen. Die sagten, ich halte das hier nicht aus, ich muss hier raus, ja, aus dieser Gegend. Und sind deswegen, haben das weitergesucht, also irgendwie zu Freunden oder Verwandten in einiger Entfernung. Aber Wilhelm Reich ist mit wenigen sozusagen Aufrechten oder wie man sie nennen soll,
Häuflein, ein kleines Häuflein von Aufrechten, doch da geblieben, weil es ihm wichtig genug war, das zu ergründen. Um was handelte es sich dort? Das war ein so erschütterndes und eindrucksvolles Phänomen. Und er hat ja Hinweise auf einen Zusammenhang hier zwischen diesem Oran-Nur-Experiment, dem Uran-Nur-Effekt und diesem Umkippen in die Leblosigkeit, die übrigens durchaus über mehrere Kilometer ausgebreitet war. Er ist dann auch mal mit dem Auto ein Stückchen in die nähere Umgebung rausgefahren und dann war das wie eine Käseglocke. Also so diese Trübung, wie eine Käseglocke, wie so eine Dunstglocke war das gelagert über dieses Gebäude hier und über die nähere Umgebung seines Labors. Aber es war kein Nebel, es war auch kein Schadstoff, sondern etwas, womit er bis dahin noch nicht konfrontiert war. Ja, er ist da geblieben und hat sich Gedanken darüber gemacht und wahrscheinlich auch auf sowas wie eine Idee gewartet oder was weiß ich, eine Inspiration. Jedenfalls in Anknüpfung an das, was er vorher über die Jahre und Jahrzehnte zusammenhängend mit der Erforschung der Organenergie schon zusammengetragen hatte, kamen ihm jetzt einige Puzzlestückchen zusammen. Zum Beispiel hatte er ein paar Jahre vorher mal beiläufig beobachtet, wenn hier am Rand eines Sees mehrere Metallrohre parallel gelegen haben, ohne irgendeinen Zweck, die waren da einfach abgelagert, dann hatte er beobachtet, dass auch wenn der See ansonsten ganz ruhige Oberfläche hatte, dass davon Wellenbewegungen, Wellenmuster ausgingen. Das hat er notiert, einordnen konnte er das nicht. Ob die nun so aussahen oder anders, weiß ich nicht, das hat er auch nicht aufgemalt, meines Wissens, sondern nur mit Worten beschrieben. Aber da war was übrig geblieben an Puzzlestückchen. Parallele Metallrohre erzeugen irgendwie eine Wirkung, die sich dann auf sonst stiller ruhender Wasseroberfläche in Wellenmustern äußert. Ja, dann hatte er auch vorher in anderem Zusammenhang, im Zusammenhang mit etlichen organphysikalischen Experimenten, beobachtet, dass es eine relativ starke Anziehungskraft gab zwischen Wasser auf der einen Seite und Organenergie auf der anderen Seite. Und also dachte er, und das Dritte, was er ja wusste, war, alleine schon die Metallummantelung eines Raumes bringt ja innerhalb dieses ummantelten Raumes eine größere Konzentration von Organenergie hervor in diesen Räumen, also in dem Metallrohr in dem Fall, aber auch in der Umgebung davon. Wenn das bei Metallrohren der Fall ist, dann dürfte das vielleicht auch bei Metallschläuchen der Fall sein. Und aus diesen Puzzlestückchen kam ihm dann die Idee, baust du doch mal solche mehreren parallelen Metallrohre, ich male jetzt hier nochmal auf den Hügel und auch nur symbolisch, und verbindest die über Metallschläuche mit Wasser. Und auf den Hügel ist er deswegen gegangen, also das soll alles jetzt mit dem See da verbunden sein, in dem Fall. Auf den Hügel ist er deswegen gegangen, weil er dann diesen schwierigen Gebilden hier etwas näher war, als wenn er unten am Fuße dieser Hügel geblieben wäre. Für diese dreckig wirkenden, gräulich-bräunlichen, stumpfen, auch bedrückend wirkenden Gebilde oder Schlieren hat er den Begriff geprägt, den ich auch nicht so ganz passend finde, nämlich Dorwolken.
Nämlich Wolken, danach sehen sie gerade eben nicht aus. Ja, keine Formen und keine Ausprägungen, sondern einfach nur dreckig und stumpf und leblos und lähmend. Durwolken. Und dann hat er diese parallel ausgerichteten Rohre mal in diese Richtung hier eingestellt, also das Ganze auf ein Stativ und drehbar irgendwie in diese Richtung auf die Durwolken ausgerichtet. Und bei der Gelegenheit war er selber erstaunt, wie in relativ kurzer Zeit diese Durwolken zusammenschrumpften und wie dazwischen der blaue Himmel durchkam, der wochenlang nicht zu sehen war. Und das hat er dann mit mehreren solchen Durwolken gemacht, immer das Gerät auf die gezielt. Und immer kam es wieder zu solchen Schrumpfungen dieser Gebilde, als würden die hier quasi reingezogen und reingesogen. Und dazwischen kam der blaue Himmel hervor. Und im weiteren Verlauf, wo er dieses Gerät schon längst nicht mehr eingesetzt hatte, das waren ja auch nur ein paar Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde oder so, im weiteren Verlauf verdichteten sich diese ganz diffusen Schleier zunächst mal noch zu solchen Durwolken und die lösten sich dann mehr und mehr auf. Ich mache das jetzt hier mal kurz. Und das Ganze ging allmählich über, und das konnten dann Wirkungen von mehreren Stunden sein, allmählich über in klarem blauen Himmel. Aufklärung einer Atmosphäre, die bis dahin wochenlang völlig leblos gewesen war. Und die Sonne bekam ihren früher gewohnten Glanz oder ihre Ausstrahlung zurück. Konnte natürlich Zufall sein. Aber damit hat sich Reich nicht abgefunden. Er wollte wissen, war da ein Zusammenhang? Das konnte er nur beantwortet bekommen, indem er immer mal wieder, wenn sich solche Phänomene zeigten, derart vorgegangen ist. Und es stellte sich dann immer wieder Ähnliches ein. Ja, dabei blieb es nicht, sondern vor dem Hintergrund oder innerhalb dieses blau gewordenen und lebendig wirkenden Himmels bildeten sich dann richtige Wolken. Völlig veränderte Atmosphäre gegenüber diesen Wochen vorher. Dann kam er auf die Idee, richtest du doch so ein Gerät mal direkt auf eine solche Wolke innerhalb einer solchen Perlenkette, so nenne ich es jetzt mal. Was geschah? Die Wolke wurde kleiner und kleiner und verschwand. Während die anderen Wolken noch erhalten blieben. Das konnte natürlich auch Zufall sein. Dann hat er das immer mal wiederholt und beobachtet, da scheint ein Zusammenhang gegeben zu sein. Ja, wie sollte man das denn nun erklären? Daher stammt übrigens der Begriff Cloudbuster. Ja, als er den Effekt beobachtet hat, hat er gesagt, das ist ein Gerät, was Wolken auflösen kann, Cloudbuster, oder zerstören kann. Aber wie gesagt, später ist das für ganz andere Anwendungen eingesetzt worden, nämlich um die Wolkenbildung anzuregen.
Ja, wie kann man denn oder wie konnte er denn sowas interpretieren, erklären, verständlich machen? Nun, da kam ihm wieder zugute, das, was ich vorhin mit diesen verschiedenen Ästen und dann bei allen Unterschieden mit dem gleichen energetischen Funktionsprinzip angedeutet hatte. Ich male es hier nochmal symbolisch hin an einem lebenden Einzeller. Der ist eben nicht nur Zellwand und Plasma und Zellkern, sondern der ist auch noch lebensenergetisches Strahlungsfeld innerhalb der Membrane und darüber hinaus. Man kann auch sagen, er ist eingebettet in ein solches energetisches Strahlungsfeld und hebt sich insoweit in seinem Energiepotenzial dann etwas hervor und etwas ab vor dem allgemeinen energetischen Hintergrund. Denn im reichen Verständnis ist ja der Raum drumherum nicht leer. Das ist die atmosphärische Organenergie, die den ganzen Raum füllt, aber wo ein lebender Organismus ein höheres Potenzial hat und sich dadurch hervorhebt oder abhebt. Ja, so wie er das herausgefunden hatte in Bezug schon auf diese Bione, über die wir hier ausführlich gesprochen hatten, in Bezug auf lebende Einzeller, in Bezug auf lebende Blutkörperchen, in Bezug dann auch auf größere lebende Organismen und komplexe Organismen, wie dann schließlich auch den Menschen, der ein Energiefeld nicht nur in sich hat, sondern auch um sich eingebettet ist in ein Lebensenergiefeld. So hat er diese Sichtweise übertragen, und das ist Kennzeichen für diese sogenannte funktionelle Denkweise. Ja, dieses Beobachten von von Identitäten in Bezug auf lebensenergetische Funktionen. So hat er das übertragen auf Wolken und hat gesagt, diese Wolke, ich male sie hier nochmal hin, wie sie vorher war, die ist auch nicht nur Wasserdampf. Wasserdampf, ja, das wäre ja nur Luftfeuchtigkeit. Aber Luftfeuchtigkeit alleine macht noch keine Wolken. Es muss wohl noch was dazukommen, damit vor dem Hintergrund von Luftfeuchtigkeit oder von ausreichender Luftfeuchtigkeit sich Wolken bilden und eben abheben vom allgemeinen Hintergrund. Und das war dann nach seiner Interpretation eine stärkere Konzentration der Wolken oder in den Wolken, und zwar Konzentration von Organenergie in der Atmosphäre und auch um die Wolken drumherum noch. Also genau wie beim lebenden Einzeller auch. Auch die Wolke ist nur verständlich als eine Einheit von stofflicher Substanz, in dem Fall also Wasser oder Wasserdampf, und verdichteter Lebensenergie, die sich insoweit von dem allgemeinen lebensenergetischen Hintergrund abhebt. Wenn sie sich aber abhebt, dann hat sie doch ein höheres Potenzial als der allgemeine Hintergrund. Ich male jetzt mal den allgemeinen Hintergrund erstmal hier hin. Bestimmte Dichte dieser atmosphärischen oder kosmischen Lebensenergie im Raum, wo eine Wolke ist. Nehmen wir das jetzt mal hier, dass das eine Wolke sein soll. Wo eine Wolke ist sie deswegen und hebt sich deswegen vor dem allgemeinen Hintergrund ab, weil ihr Energiepotenzial höher ist als das der Umgebung. Also wenn das hier der Maßstab ist für das Energiepotenzial. Ein höheres Energiepotenzial hebt diesen Bereich ab von dem allgemeinen Hintergrund. Und wenn jetzt dieses Gerät hier, die hier drinnen befindliche Organenergie und in den Schläuchen befindliche Organenergie hier in das Wasser reinzieht, warum? Weil Wasser und Organenergie eine starke Anziehung haben und weil die Organenergie innerhalb von Metallrohren und Metallschläuchen
einen höheren Grad an Verdichtung hat als hier in der Umgebung. Deswegen gibt es in Bezug darauf eine höhere Anziehung zwischen Wasser und Organenergie. Und deswegen gibt es einen Sog, der sich irgendwie fortsetzt. Im einfachsten Fall wären das hier gerade Linien. Es ist eher zu vermuten, dass sich das spiralig dann durch den Raum windet. Also, die Verbindung dieser Konstruktion mit Wasser regt einen Sog von Organenergie an. Und dieser Sog setzt sich fort. Warum? Weil hier die Umgebung ja ein sogenanntes Kontinuum ist. Das heißt, die Energie ist ja ununterbrochen. Die füllt ja den ganzen Raum. Und wenn dann in einem Bereich ein Energiefluss angeregt wird, dann setzt sich das fort im Raum und erreicht, und da tragen dann sicher diese parallelen Rohre dazu bei, also zu einer gewissen Ausrichtung, zu einer gewissen Bündelung dieses Effektes, erreicht dann diese Wolke und entzieht dieser Wolke Teile dieser Energie. Und wenn wir das hier in dieses Schema reintun, würde das heißen, bezogen auf das Energiepotenzial wird die Hervorhebung, die größere Verdichtung, die vorher da war, wird eingeebnet. Und damit ist hier kein Potentialunterschied mehr vorhanden. Und wenn kein Unterschied mehr vorhanden ist, ist auch der Grund und der Anlass für die Verdichtung des Wasserdampfs aus der Atmosphäre ist hinfällig geworden. Und also, es gibt keine besondere Anziehung bezogen auf den Wasserdampf mehr, also löst sich die Wolke auf. Nicht in Wohlgefallen, sondern in Wasserdampf, also in unstrukturierten und ja auch unsichtbaren Wasserdampf, in Luftfeuchtigkeit. Ja, das ist natürlich für einen Meteorologen eine Herausforderung. Meteorologen haben schon auch immer mal beschrieben, dass sich Wolken fast verhalten und manchmal auch so aussehen, als hätten sie eine Membrane, wie ein lebender Einzeller, also eine Zellwand. Ja, wenn ihr euch mal vor Augen haltet, was es zuweilen für knackige und wohlstrukturierte Wolken gibt, das sind ja markante Formen, auch mit Abgrenzungen. Und trotzdem können sie meines Wissens bis heute nicht erklären, warum die ihre Struktur bilden und halten und wovon es vor allen Dingen abhängt, dass sie diese Struktur halten. Oder wovon es abhängt, ob sie diese Struktur einbüßen und verlieren. Hier kommt ein zweiter wesentlicher Anteil dazu, das organenergetische Potenzial, in dem Fall zunächst mal der einzelnen Wolke, im Verhältnis zum allgemeinen organenergetischen Hintergrund, also in der Umgebung, ja, im Verhältnis zum lebensenergetischen Umfeld, so könnte man sagen. Eigentlich unglaublich einfach. Nun hat das den Reich weiter neugierig gemacht und da will ich nochmal erinnern an einen anderen Effekt, den wir im anderen Zusammenhang schon kennengelernt hatten. Ich male es mal hier hin. Wenn zwei organenergetische, lebensenergetische Gebilde miteinander in Kontakt kommen, dann kann das hier überspringen und kann beide wechselseitig stärker erregen und auch sich aufeinander zubewegen und zu einem Verschmelzen der beiden Gebilde führen. Natürlich beim Menschen verschmelzen liebende Partner nicht so, dass sich ihre Körperstrukturen auflösen. Aber energetisch wird es schon vorübergehend eine Einheit, wenn es ein erfüllender Liebesakt ist. Aber bei Wolken
ist ja kein Hindernis, dass sie zueinander, miteinander verschmelzen. Also aus zwei Wolken eine größere wird. Und dann also auch mit einem Potential, was sogar noch größer ist als die Summe seiner Teile. Ja, wir kennen ja alle den Spruch, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Es wird eigentlich fast nie gefragt, ja, was ist denn das, was dieses Mehr bewirkt? Das scheint dieses Funktionsgesetz der Lebensenergie zu sein. Wenn es zum Kontakt kommt, dann baut sich hier stärkere Erregung auf und hier stärkere Erregung und Anziehung mit der Tendenz der Verschmelzung. Nun, wir hatten auch in dem Zusammenhang kennengelernt, also das hieß ja hier orgonotischer Kontakt. Wir hatten auch noch ein anderes Funktionsgesetz, wie Reich es beschrieben hat, hier schon besprochen. Ein Gebilde ist energetisch relativ stark mit Lebensenergie geladen und ein anderes relativ schwach. Wenn die beiden in Kontakt kommen, hat Reich beobachtet, in solchen Fällen entzieht das stärkere Gebilde dem Schwächeren die Energie und hinterlässt es insoweit leblos. Weil Leben ist in dem Verständnis eine Einheit von beiden. Und wenn das Lebensenergiefeld entzogen wird oder eingeebnet wird auf das Niveau des allgemeinen Umfeldes, dann verliert es die lebende Qualität. Nun, wenn das jetzt eine Wolke wäre, eine große Wolke und energetisch prall auch gefüllt und mit insoweit dann angezogenem Wasserdampf und die entzieht einem der Umgebung auch noch Energie, dann baut sich das ja hier immer kräftiger auf und dann kommt es irgendwann, weil das ja nicht unendlich weitergeht hier, kommt es zu Entladungsprozessen. Nun, für den Fall, dass das eine Wolke ist, können die Entladungsprozesse darin bestehen, dass die Wolke abregnet und jeder einzelne Regentropfen, mal an einem hier, nimmt mit sich einen Teil des Energiefeldes. Auch wieder eine Einheit von Wasser und Lebensenergie. Ein lebendiger Wassertropfen. Auch das ist ja für mechanistische Wissenschaftler erscheint völlig daneben, von lebendigem Wasser zu reden. Aber Reich war auf der Spur. Das macht einen Unterschied, ob Wasser energetisch, lebensenergetisch geladen ist oder nicht, oder nur ganz wenig. Das macht die lebendige oder eben nicht lebendige Qualität des Wassers aus. Also wenn es zu Regen kommt, dann fällt hier nicht nur der zu Wasser verdichtete Wasserdampf dann nach unten, sondern es findet auch eine energetische Entspannung statt. Und zwar auf relativ sanfte Art, jedenfalls im Vergleich zu dem hier. Das soll jetzt ein wirklicher Blitz sein. Ja, wo kommen die Blitze her? Für Reich ist das eine Umwandlung hochkonzentrierter Organenergie in elektrische Entladung. Es gibt also demnach Zusammenhänge zwischen Organenergie und Elektrizität. Und wenn dieses Potenzial sehr stark aufgeladen ist, und das sieht man ja dann auch an den prallen Gewitterwolken, dann geschieht das eben eher, dass die Entladung nicht oder nicht nur in Regentropfen und im Abregnen zustande kommt, sondern auch und zusätzlich oder auch manchmal nur über Blitzentladungen. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Wenn man sich mal anguckt, wie die Blitzentstehung und Entladung in der klassischen Meteorologie erklärt wird, das ist sowas von umständlich. Und dass da irgendwelche Reibungselektrizität wäre in der Luft.
ja, wo kommen denn auf einmal diese ganzen Elektronen her? Nach Reich kommen sie als Folge einer Verdichtung der atmosphärischen Organenergie. Und je mehr die verdichtet ist, umso mehr geschehen solche Prozesse, die er ganz grob erstmal nur angedeutet hat. Da komme ich im nächsten Vortrag ausführlich drauf zu sprechen. Nämlich das Überlagern von Strömen dieser Energie in der Form von Wirbel oder Spirale. Und solche spontanen Bildungen von Elektronen oder allgemein von Ionen, also von elektrisch geladenen Teilchen, geschehen umso mehr, je dichter, je höher konzentriert dieses Organenergiefeld ist. Dann entstehen diese Ionen oder nehmen wir es als Elektronen scheinbar aus dem Nichts. Aber das Nichts ist eben nicht das Nichts. Das ist nur in den Köpfen der Gelehrten ein Nichts, weil sie ihr Weltbild entleert haben von dieser kosmischen Energie. Deswegen habe ich ja auch schon hier mal geäußert, wir brauchten viel mehr Erfüllte zur Erforschung und Gestaltung und Begleitung lebendiger Prozesse. Mit Lebens- und Liebesenergie Erfüllte anstelle von Gelehrten. Ja. Mit diesem Hintergrund wird so vieles ganz einfach verständlich. Es können Elektronen aus dem, ja, woher? Allgemeinen Hintergrund der atmosphärischen oder kosmischen Organenergie sich spontan bilden, so wie wir das aus anderen Naturprozessen ähnlich kennen, nämlich wenn das Wasser ordentlich durch den Wind aufgewühlt wird und dann kommen Wellen und irgendwann werden diese Wasserwellen so hoch, dass sie sich zu Schaumkronen hier erheben. Die Schaumkronen kommen da auch nicht aus dem Nichts. Die kommen in dem Fall aus dem Wasser, was in einer bestimmten Weise dann hier aufgewühlt wird. Und je mehr das Wasser aufgewühlt wird, umso mehr Schaumkronen sind zu sehen. Je mehr das organenergetische Feld in der Atmosphäre, sei es aufgewühlt oder verdichtet wird, umso mehr Schaumkronen dieser Art, also Verdichtungen dieser Art, sind zu sehen und bilden sich. Und das wären diese Verdichtungen in Form von winzigsten Energiewirbeln, die ich hier nur ganz grob erst einmal angedeutet habe. Nächstes Mal geht es viel mehr zu diesem Thema. Also wäre es auch verständlich, vor dem Hintergrund einer starken, einer hohen Verdichtung und hohen Konzentration von Organenergie hier in den Gewitterwolken und um sie drumherum. Übrigens, wenn ihr euch erinnert oder guckt demnächst mal da ein Stück genauer hin, Gewitterwolken sind zuweilen richtig leuchtend dunkelblau. Also eigentlich sind sie ja schwarz, ziemlich schwarz. Und dennoch ist da manchmal ein Leuchten drin. Das sieht man leichter noch, wenn man es mit einem Farbfoto aufnimmt oder Video. Aber man kann sich da auch dran gewöhnen und einen Blick dafür entwickeln. Diese verdichtete Energie ist eben dann auch sichtbar, ja, durch dieses bläuliche Strahlen. Ja, je mehr davon konzentriert ist und je höher der Grad der Konzentration ist, umso höher der Anteil an spontan sich bildenden Elektronen, Schaumkronen der Organenergie, könnte man sagen. Und da baut sich eine elektrische Spannung auf und die entlädt sich irgendwann. Das ist der Blitz. Warum der nur noch diese Formen hat, das ist dann sicher noch ein anderes Kapitel für sich.
Da hat der Reich meines Wissens auch keine Antwort drauf gefunden. Aber dass es überhaupt zur Entladung kommt, das muss ja irgendeinen Hintergrund haben, dass sich vorher so Spannung aufgebaut hat. Und ob diese Elektroden und diese elektrischen Spannungen, die sich da aufbauen, nur dadurch kommen, dass jetzt hier die Wolken mit ihrem Wasserdampf da sich reiben oder so, das ist für mich keine plausible Erklärung. So, jetzt also nochmal zurück. Wenn dieses Gesetz, Reich hat das ja genannt, orgonomisches Potentialgesetz, wenn dieses Gesetz, diese Gesetzmäßigkeit auch wirksam ist, auch ihre Gültigkeit hat, in dieser einen Verästelung, nämlich bei Wolken und in der Atmosphäre, dann wird auch verständlich, was Reich zunächst mal beobachtet hat, aber natürlich auch mit dem hier, mit diesen Erkenntnissen im Hinterkopf. Er hat sich nämlich gesagt, wenn ich schon keine Methode verfügbar habe, um dieses Niveau hier aufzubauen, also diesen Energiepotenzial zu stärken, es wäre ja auch denkbar, dass er dafür ein Gerät entwickelt hätte, aber das hat er damals nicht zur Verfügung gehabt. Vielleicht ist es damit getan, dass ich diese Rohre ausrichte in die unmittelbare Umgebung, um diese Wolke drumherum. Also, das ist jetzt schwer an der Tafel zu zeigen, aber wenn das jetzt hier die Wolke ist und hier wird jetzt das Rohr ausgerichtet, dass das sozusagen wie so ein, mal hier mal schematisch hin, wie so ein Kegel um diese Wolke drumherum kreist. Also die nähere Umgebung, der näheren Umgebung der Wolke wird Energie entzogen, wenn das wirkt, das Gerät, in dem Sinne, mit Energiesog. Ja, das können wir auch mal hier darstellen. In dem Fall geht es also nicht darum, dass dieses Energieniveau hier abgesenkt wird von der Wolke, sondern es geht darum, das Energiepotenzial in der Umgebung abzusenken. Das heißt hier so ungefähr. Damit ist der Potentialunterschied zwischen der Wolke und ihrem Umfeld größer geworden. Auf eine andere Art als das Senden und Hinzufügen von Energie. Ja, nach diesem Gesetz hier wäre zu erwarten, je größer der Potentialunterschied, umso stärker dieser Energiefluss vom energetisch schwächeren Gebilde oder der energetisch schwächeren Umgebung hin zur energetisch stärkeren Wolke. Ein stärkerer Sog der Energie und damit baut sich hier diese Wolke noch immer mehr auf, vom Energiepotenzial her. Und das bildet den Hintergrund dafür, dass sie eine immer stärkere Anziehung ausübt auf die umgebende Luftfeuchtigkeit oder auch auf schwächere Wolken in der Umgebung, die dann einverleibt werden, also angezogen werden, einverleibt werden und mit dazu beitragen, dass sich diese Wolke immer weiter aufbaut. Ja, und schließlich auch so, dass der Himmel bedeckt wird und irgendwann mal es abregnet bzw. eventuell sogar sich elektrisch in Blitzen entlädt. Ja, die Grundfunktionen sind doch eigentlich ganz einfach. Die sind doch plausibel. Und es spricht natürlich einiges für sie oder für diese Interpretation,
wenn unter Anwendung dieser Prinzipien in der Realität etwas geschieht, was man sonst und ohne diese Zusammenhänge nicht verstehen würde, was eigentlich gar nicht passieren dürfte. Reich ist es tatsächlich gelungen, also nicht nur diese Aufklärung zu bewirken, eine Auffrischung der Atmosphäre, was ja schon enorm was an Erleichterung gebracht hat. Für die Menschen dort und für die Natur, die ja dann offensichtlich auch drunter gelitten hatte, ebenso. Sondern, wie gesagt, bis hin zum Abregnen. Und das war eben auch nicht nur ein einzelnes Ereignis, bei dem kann immer der Einwand entgegengehalten werden, es wäre auch sonst, ja, und es ist Zufall. Aber wenn sich solche Zusammenhänge wiederholen und häufen, dann spricht er doch immer mehr dafür, dass das dass das nicht unabhängig voneinander ist. Das brachte den Reich damals so weit in seiner Gegend, das muss ein paar Jahre später schon gewesen sein, zwei Jahre später nehme ich mal an, oder 3, da gab es mal eine längere Phase von Trockenheit, worunter dann natürlich auch die Landwirtschaft und die Landwirte zu leiden hatten. Dann ging es dort konkret um die Blaubeerernte und da hat Reich es gewagt, mit den Bauern ins Gespräch zu kommen und zu sagen, also wie wäre es denn, sozusagen, wetten das, ja? Wetten das. Er hätte eine Methode entwickelt, mit der er Regen anregen kann. Und damit wäre die Ernte, wenn das bald geschehen würde, wäre die Ernte vielleicht noch zu retten. Und dann haben sie so eine Art Wette abgeschlossen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie ihm für den Fall, also auf Erfolgsbasis sozusagen, dann ein Honorar gezahlt haben. Ihm ging es jetzt überhaupt nicht um das Geld. Er hat ja ganz viel auch unentgeltlich immer wieder angeboten und in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft reingetragen. Aber die Wette galt. Ja, das wäre was gewesen hier für unseren, naja. Thomas Gottschalk. Ne? Die Wette galt und die Uhr lief, natürlich jetzt nicht innerhalb von Minuten oder so, sondern er hatte gesagt, das kann sich so aufbauen, dass vielleicht morgen oder übermorgen es ja, zu Regenfällen kommen wird. Und siehe da, es kam zu Regenfällen. Völlig entgegen den Wetterprognosen, völlig entgegen dem, was alle anderen entsprechend auch erwartet hatten. Das ist sogar damals in einer lokalen Zeitung berichtet worden. Das ist irgendwo in den Archiven dann bei Reich auch mit erhalten geblieben. Diese Story, also die Rettung sozusagen der Blaubeerernte. Aber das war natürlich nicht der Hauptzweck der Übung, sondern in dem Maße, wie sich solche Erfahrungen, solche und ähnliche Erfahrungen häuften, hat es ihn nicht mehr ruhen lassen, sich jetzt auch mal andere Landesteile anzugucken. Davon war ja vorhin schon die Rede, nämlich unter dem Gesichtspunkt, wie ist es denn da mit dem Zustand der atmosphärischen Energie? Ist das einigermaßen lebendig oder ist das eher dieses Dor oder ist das eher dieses Oranur? Da hatte ich noch nichts zugesagt, worin das zum Ausdruck kommt. Das Oranur, das hat aber Reich damals auch noch nicht so registriert. Aber in anderen Teilen der Welt, wo Oranur-Effekte aufgetreten sind, sind sie zunächst mal, haben sich darin geäußert, dass die Atmosphäre unglaublich, unwirklich klar, gleißend klar geworden ist. Gleißend und beißend, also das ist so schwer zu beschreiben. Und das, was aber überwog damals auf dieser Fahrt in Richtung Wüste von Arizona, das war eben dieser Dor-Zustand, dieses lähmende, leblose, graue, dieser Grauschleier, den ich schon kurz beschrieben hatte.
Ja, seine Überlegung war dann die, wenn eine Atmosphäre nicht nur ein paar Wochen, sondern ein paar Monate, Jahre, Jahrzehnte, ja vielleicht sogar Jahrhunderte in diesem Zustand der energetischen Erstarrung, in diesem Dürrzustand stecken bleibt, dann müsste das doch dramatische Konsequenzen haben. Also erstmal Funktionsstörungen all der lebenden Organismen, auch der Pflanzen, Baumsterben, die Vegetation geht kaputt, Austrocknen. Ja, das nächste ist dann, der Wind kann viel mehr ansetzen, dann kommt es zur Erosion, dann kommt es zum Zerbröckeln auch von scheinbar festem Gestein. Dann hatte er ja auch noch beobachtet vor dem Hintergrund der Dürratmosphäre, dass offenbar die Oberflächenstruktur von Gesteinen in Strukturzerfall geriet. Also das, was er da Melanor genannt hatte und was sich in einer Schwarzfärbung der Oberfläche dann auch zeigte. Jedenfalls, wenn all das zusammenkommt und über lange Zeit so dieser Zustand bleibt, dann werden doch die Lebensgrundlagen immer mehr zerstört oder gehen verloren, brechen zusammen, bis hin sogar zum Zerfall von massiven Felsen. Nun, das geschieht nicht in ein paar Tagen und nicht in ein paar Wochen, aber wenn das Hunderte, Tausende von Jahren so stattfindet, dann ist es auch verständlich, und zwar jetzt nicht nur vom physikalischen üblichen Verständnis her, von Erosion, sondern zusätzlich noch das Zerbröseln der Steine durch diesen bionösen Zerfall, wie er es gedeutet hatte. Dann könnte man sagen, Endstation Sandwüste, Zwischenstation Steinwüste. Ja, da sind ja noch einzelne Felsen und Felsbrocken, aber Endstation Sandwüste. Und so schön die Sandwüste ja aussehen kann, hier mit Sanddünen und diesen wunderbaren Formen, das will ja auch keiner leugnen, aber als Lebensraum sind die Wüsten, die extremen Wüsten, nun für die meisten Lebewesen ungeeignet. Das heißt, wenn da vorher mal Leben war, dann ist der Lebensraum mehr und mehr weggebrochen, zusammengebrochen. Und das möglicherweise auch mit ziemlichen Katastrophen, Hungerkatastrophen, Fluchtbewegungen und was der Dinge mehr sind. Also Wilhelm Reich hat sich jetzt dafür interessiert, kann das der tiefere Hintergrund sein für Wüstenbildung? Und wenn es das wäre, wenn dort also weiträumig die Lebensenergiehülle der Erde erstarrt ist und in ihren lebendigen Funktionen gestört ist, grundlegend, tiefgreifend gestört ist, lässt sie sich vielleicht auch dort tendenziell wiederbeleben, wieder auflockern, wieder ins Fließen, ins Pulsieren, ins Strömen bringen. Und das war ja seine Erkenntnis auf all den Ebenen, wo die Lebensenergie wirkt. Wenn die Blockierungen einmal behutsam gelöst sind, braucht man sich eigentlich um das Weitere gar nicht zu kümmern, sondern das tut dieser Naturprozess der natürlichen Selbstregulierung. Der beginnt dann in dem Bereich auch wieder Wolken zu bilden. Oder vielleicht, wo vorher sogar die Molekularstruktur von Wasser zerbrochen war, lässt dieser Prozess, diese Selbstregulierung auch wieder Wassermoleküle sich reorganisieren aus den Trümmern, die da vorher entstanden waren, also aus den Trümmern des Moleküls. Das war der Hintergrund, warum er mit einer entsprechenden Ausrüstung und mit einem kleineren Team, dazu gehörte auch seine Tochter Eva Reich, die ja schon lange Jahre dann Labormitarbeiterin war, auch bei ihm, und einige andere, warum er also mit diesem Team dann sich auf die Tour gemacht hat, quer, also Go West, würden wir heute sagen, in Richtung von der Ostküste, Nordostküste in Richtung Wüste von Arizona. Und dort hat er sozusagen Quartier bezogen
meines Wissens im Freien, also dann mit so einer Art, ja, sicherlich hatten sie Zelte dabei, aber das Detail ist jetzt nicht wichtig. Jedenfalls in der Nähe von Tucson, Arizona. Das ist mir hinterher erst mal klar geworden. Dieser Song von den Beatles, Tucson, Arizona. Ob die davon gewusst haben, weiß ich nicht. Ob das eine Anspielung darauf war, weiß ich auch nicht. Aber ganz interessant ist es schon. Ja, und da selbst hat er dann eben auch diese Geräte eingesetzt, die zunächst mal weniger gewirkt haben in dieser Gegend und Umgebung, als er das von Maine gewohnt war und kennengelernt hatte. Das hat ihn natürlich einiges Kopfzerbrechen bereitet. Warum funktioniert das dort nicht so? Warum spricht das dort nicht so an, die Atmosphäre? Das konnte ein Problem sein mit einer zu geringen Luftfeuchtigkeit. Das konnte damit zusammenhängen, dass der natürliche Strömungsprozess der atmosphärischen Organenergie ja, ich kriege das jetzt nicht so richtig hin hier, das sollen die USA sein. Ja? Und hier irgendwo die Wüste und hier Maine. Und irgendwie strömte wohl diese atmosphärische Lebensenergie, die in der Hauptströmungsrichtung von West nach Ost, jedenfalls in diesem Teil der Erde, strömte. Das kam irgendwo nicht richtig durch. Das war jedenfalls die Vermutung von Reich, dass der Organismus Erde sozusagen selber energetisch blockiert sein könnte. Mal das mal so hier. Dass dann diese Energie hier nicht durchkommt. Dann sind es ja auch noch Berge hier gewesen. Da ist es ohnehin schwieriger, dann über die Berge noch drüber zu kommen. Und dass dieser Energiefluss hier dann sich so aufgespalten hat. Und wenn das lange anhält, kommt über die nachfolgenden Gebiete eben weder hinreichend Organenergie, noch auch mit diesem Energiestrom hinreichend Wasserdampf oder gar Wolken. Und dann hat er daran gearbeitet, und zwar eben nicht nur mit einem Einsatzort, mit einem Standort, sondern mit mehreren, also nacheinander, um hier diese Blockierung aufzulockern und damit Voraussetzungen zu schaffen, sowohl für einen besseren Energiedurchfluss als auch für das Einströmen von mehr Luftfeuchtigkeit vom Pazifik her. Jedenfalls ist es ihm unter Einsatz dieser Methoden schließlich gelungen, oder es ereignete sich, so kann man es ja eigentlich erstmal nur sagen, dass sich auch dort diese extreme Dürratmosphäre in der Weise veränderte, wie ich das vorhin angedeutet habe, schließlich blauer Himmel durchkam, schließlich die Dürrwolken weggingen, schließlich sich richtige Wolken bildeten, ja, und so weiter, eine Wolkendecke, und es kam zu Regenfällen, woran sich die dort wohnenden Menschen nicht erinnern konnten, dass sie das mal erlebt hatten. Das war für Reich eine Bestätigung seiner Hypothese. Diese Wüste dort ist das Ergebnis vermutlich eines sehr langen, Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende langen Prozesses von energetischer Erstarrung der Atmosphäre mit all den Folgen von Funktionsstörungen und Strukturzerfall. Aber es ist nicht unumkehrbar. Oder anders positiv ausgedrückt, dieser Sterbensprozess der Natur lässt sich tendenziell umkehren. Und diese Regenfälle brachten es dann mit sich, dass in Ansätzen
die Landschaft, gerade auf den Hügeln, die dem Westen zugeneigt waren, in Ansätzen wieder grün wurde, also Moose, Gräser und so weiter. Es waren die ersten Hinweise darauf, dass es möglich sein könne, Wüsten wieder zu beleben und wieder grün werden zu lassen. Und der Reich wäre der Letzte gewesen, der gesagt hat, ich bin der Größte und ich mache das. Er hat sich verstanden, wenn man so will, als ein Instrument, um diese Naturprozesse wieder anzuregen und mit seinen Forschungen eben dazu beigetragen zu haben, die wesentlichen Grundlagen dafür entdeckt zu haben. Nun kann man sich fragen, wie ging das denn weiter? Das hat ja Unglaubliches an Potenzial, an Möglichkeiten eröffnet und aufgezeigt. Und Wilhelm Reich hat dann auch schon Ideen entwickelt, eines Tages könnte das vielleicht sogar eingesetzt werden für die Begrünung von Wüsten in anderen Teilen auch der Welt. Ich beziehe mich hier auf Veröffentlichungen von ihm. Das eine heißt hier Orob-Wüste. Orob-Wüste. Das ist auch wieder ein Kürzel von ihm, das erläutere ich gleich. Oder Orob Desert im Englischen. Orob Wüste. Organenergetische Operation. Ja, das war ein Kürzel für ihn, für diese Art von Anwendung. Also wenn er später von Orob Arizona sprach oder schrieb, dann war diese Art von Arbeit gemeint. Und es gibt ein zweites Buch, wo da etliches noch vertieft und erweitert wird. Das ist hier das Oranur-Experiment Römisch II. Letztes Mal hatte ich den Band Römisch I erwähnt, in dem Zusammenhang des Oranur-Experiments. Hier geht es sehr stark auch um diese entsprechenden Anwendungen und Beobachtungen im Zusammenhang dieser Orobs, dieser Art von, man könnte sagen, energetischer Wetterarbeit. Ja, da sind auch Skizzen drinnen enthalten, wo er schon mal sich Gedanken gemacht hat, könnte das vielleicht irgendwann eines Tages auch in Nordafrika zur Anwendung kommen? Und wenn ja, wie wären jetzt gegebenenfalls diese Standorte auszuwählen? Wie wäre das Gerät zu handhaben? Wie wäre es auszurichten? Weil das ist nicht einfach damit getan, das irgendwo in die Gegend zu stellen und es da stehen zu lassen. Es bedarf einer sehr behutsamen Umgangsweise. Das muss der Reich natürlich auch erst alles lernen und erkennen. Eine sehr behutsamen Umgangs- und Anwendungsweise. Da ist es nicht gleichgültig, ob das Gerät in diese Richtung oder in diese Richtung oder so zeigt, sondern davon hängt ab, das sind verschiedene Wirkungen und die gilt es natürlich dann auch mit zu beachten. Ist übrigens bei der klassischen chinesischen Akupunktur auch so, da geht es auch nicht einfach nur ums Reinpieksen von der Nadel in einen Punkt, sondern da wird es manchmal unterstützt durch einen bestimmten Drill oder eine bestimmte Drehrichtung. Beim Tonisieren rechtsrum und beim Sedieren linksrum und ein Stück rausziehen, die Nadel. Also das ist nur ein kurzer Hinweis darauf. Es ist ein ganzes Repertoire von Anwendungsmethoden, die Reich so nach und nach und zum Teil wohl auch intuitiv dann zunächst mal herausgefunden hat und die er dann in seinen Einsätzen eben jeweils auch beachtet hat. Ja, mit all dem, wie gesagt, war auch dieser Plan oder diese Idee verbunden, irgendwann eines Tages vielleicht sogar die Sahara von den Rändern her mindestens wieder mit Regen zu segnen oder wie man das ausdrücken will. Also die Wolkenbildung und Regenfälle anzuregen und
die Ausweitung der Wüsten aufzuhalten, umzukehren, Lebensraum, der verloren gegangen war, wiederzugewinnen. Und dazu ist es, jedenfalls was Wilhelm Reich anlangt, nicht mehr gekommen. Es war das schon dann Mitte der 50er Jahre, als er in Arizona diese Versuche durchgeführt hat. Und die musste er damals abbrechen. Den Hintergrund dazu hatte ich in anderen Zusammenhang erläutert. Man war ihm ja schon jahrelang auf den Fersen von Seiten der Food and Drug Administration und etlicher Interessengruppen, die da im Hintergrund wirkten. Die amerikanische Ärzteschaft wohl, die amerikanische psychiatrische Organisation, wohl auch die Pharmaindustrie. Welche Rolle die Atomindustrie gespielt hat, bin ich mir nicht sicher, aber es ist durchaus zu vermuten, dass sie über seine Entdeckung und Veröffentlichung nicht allzu begeistert gewesen waren. Jedenfalls, das Ganze spitzte sich ja zu. Er wurde dann also vor Gericht zitiert, musste dann also zurück nach Maine und sich dem Gerichtsverfahren stellen, von dem ich ja schon berichtet hatte, wie es ausgegangen war. Es sind alle seine Bücher, alle seine Zeitschriften, alle seine Veröffentlichungen, in dem, wenn auch nur mit einem Wort und manchmal natürlich mit viel mehr Kapiteln und ganzen langen Passagen, die Entdeckung der Lebensenergie Orgon erwähnt wurde und die Anwendungsmöglichkeiten, also im medizinischen Bereich, im physikalischen, die Experimente, jetzt hier im Bereich von Umweltheilung, so könnte man das ja nennen. Alles das wurde sozusagen auf den Index gesetzt und verboten und die Bücher wurden eingezogen und aus den Bibliotheken entfernt. Die weitere Veröffentlichung und Verbreitung dieser Bücher wurde untersagt und alle gesammelten und eingezogenen Bücher wurden dann per Gerichtsbeschluss in der öffentlichen Müllverbrennungsanlage dem Flammen übergeben. Bücherverbrennung in der Mitte der 50er Jahre. Ja, er selbst ist in den Knast gekommen, 2 Jahre sollten das werden. Es stand eigentlich an, dass er vorzeitig entlassen hätte werden können wegen guter Führung. Ob das eine Fehleinschätzung war oder nicht, sei mal dahingestellt. Jedenfalls relativ kurz vor diesem möglichen Termin einer Freilassung ist er im Gefängnis tot aufgefunden worden. Offizielle Diagnose Herzversagen. Also man kann ja mindestens nachempfinden, man kann es eigentlich nicht nachempfinden, aber vielleicht ahnen, dass ein solcher genialer Forscher mit solchen Entdeckungen und solchen umwälzenden Erkenntnissen und Anwendungsmöglichkeiten, dass es dem das Herz bricht, wenn er mit solchen Reaktionen seiner Zeit und seiner Umgebung konfrontiert war. Jedenfalls, er ist nicht mehr lebend aus dem Knast rausgekommen und die anderen Mitstreiter oder Mitarbeiter, die natürlich diesem Verbot inhaltlich dann auch unterworfen waren, also Orgonforschung war dann verboten, haben sie in alle Winde zerstreut, hatten alle nur Angst, dass sie selbst die Nächsten sein würden. Und es hat Jahrzehnte gedauert, ehe einzelne Mutige sich dann dort ranwagten, überhaupt mal sich auf Spurensuche zu begeben und das Verschüttete wieder aus der Versenkung rauszuholen. Und da ist ja mittlerweile ganz viel geschehen, obwohl es immer noch schwierig genug ist, vor allen Dingen der Öffentlichkeit, das Werk von Wilhelm Reich so zu präsentieren oder darüber zu sprechen oder zu schreiben, dass man es nicht nur verteufelt und lächerlich macht, sondern dass man es würdigt. Das ist bis heute nicht ganz leicht. Aber da habe ich ja schon einiges an konkreten Beispielen von Abwehr und zum Teil auch von hasserfüllten Reaktionen hier und da mal eingestreut. Ja, ich will hier eine kleine musikalische Einlage geben. Den Text dazu habe ich mir vorhin aus dem Internet gefischt. Das ist ein Song, der mindestens vor 40, wenn nicht noch vor mehr Jahren da die Runde machte.
und wo mir erst viele Jahre später die Bedeutung des Textes so richtig klar wurde. Es ist in Englisch, das verstehen vielleicht nicht alle, aber ich will jetzt nicht vorher die Übersetzung machen. Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue sky with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strode through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who left their dreams apart. We are the green fields that we used to roam. I never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me, nothing in this wide world left for me to see. But I keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can be happy when your heart's on the road. You can be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again. Ja, also für die, die nicht das verstanden haben, es ging darum, wie dieser Songwriter vor 40, 45 Jahren das schon beobachtet hat, wie die Landschaft stirbt, also die er aus seiner Jugend gekannt hat, frisches Grün und alles ganz lebendig und Wind und Wolken und weiße Wolken. Und dann beschreibt er genau oder sehr ähnlich wie das, was Reich Dor genannt hat, in den vielen Aspekten. Auch wie traurig er da geworden ist. Und dass er hofft, dass das Leben von damals wieder zurückkommt. Ja, und das ist möglich. Mit den Methoden von Reich ist das im Prinzip möglich. Ob der Bob Dylan sich das dabei gedacht hat, als er diesen Song hier komponiert hat, weiß ich nicht. Jedenfalls heißt der Knockin' on Heaven's Door. Mama, take this badge off for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Ooh, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
worms in the ground. I won't shoot them anymore. I feel a cold wind coming around. I feel I'm knocking on heaven's door. Ooh, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ooh, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ja, bis um 9 wäre es noch eine halbe Stunde. Das ist nicht viel, aber mehr als nichts. Wenn ich jetzt einen Teil der Zeit darauf verwende, um Literaturhinweise zu geben, dann ermöglicht das ja bei näherem Interesse, dass man da noch mal mehr in die Einzelheiten geht, in die Tiefe geht. Und dann werde ich selber noch ein paar Erfahrungen, auch eigene Erfahrungen hier mit einbringen. Also, wo geht's los? Es ist, die Bücher von Wilhelm Reich habe ich schon erwähnt, Orob Desert oder Orob Wüste und Oran-Nur Experiment 2. Es sind ja dann auch andere nach etlichen Jahren wieder in die Spur von Reich reingegangen. Dazu gehört, was dieses Thema anlangt, allen voran ein Charles Kelly. Ich schreibe die Namen vielleicht mal an. Charles Kelly war ein Meteorologe, jedenfalls in seinem Militärdienst, war er irgendwo im meteorologischen Dienst. Kannte also die klassische Meteorologie, dann auf diese Forschung von Wilhelm Reich gekommen und hatte natürlich auch erstmal Schwierigkeiten, das zusammenzubringen mit dem, was er gelernt hatte im Fach Meteorologie, und wollte deswegen das überprüfen. Also Charles Kelly. Das hat nichts mit der Kelly Family zu tun, meines Wissens. Das war damals eine kleine Broschüre, die mir irgendwann schon Anfang der 70er Jahre in die Hände fiel oder geriet oder wo ich dann auf Spurensuche gegangen war und mir die habe kommen lassen. Der Titel ist nicht ganz passend. A New Method of Weather Control. Eine neue Methode der Wetterkontrolle. Es geht ja bei dem Reichschen Ansatz überhaupt nicht um Kontrolle. Übrigens ja auch bei der Reichschen Therapie geht es ja nicht um Kontrolle und Selbstkontrolle und gar Selbstbeherrschung, sondern bei ihm ging es immer darum, verhärtete, blockierte Strukturen allerdings behutsam aufzulockern und aufzulösen, gerade eben loslassen. Eher in Richtung, ja genau, in Richtung Kontrollverlust. Ja. Ich würde darum bitten, dass, ja, das ist jetzt natürlich auch ein Kontrollverlust hier. Ja, bei aller Liebe zur Spontanität, aber gegen das Hundebellen käme ich nicht so recht an hier. Okay, also
Auch bei der Wetterarbeit, die ich hier in groben Zügen dargestellt habe, ging es darum, diese verloren gegangene, diese gestörte, zerstörte Selbstregulierung, die wieder entstehen zu lassen und alles andere geschehen lassen, was die Natur dann damit macht, geschehen lassen, loslassen. Das, was ich ja über meiner Website stehen habe, die Lösung der Blockierung ist die Lösung. Behutsam, nicht gewaltsam. Das trifft auch zu für dieses Thema. Übrigens, es ist schon interessant, es passiert, also wenn Tiere mit im Raum sind, bei den Themen, um die es hier geht, ist diese Reaktion immer mal eingetreten und aufgetreten. Tiere haben noch viel stärker als die meisten Menschen diesen, wie Reich es genannt hat, ersten orgonotischen Sinn. Das ist eigentlich der ursprüngliche Sinn, die Sinneswahrnehmung, nämlich über energetische und emotionale Erregung. Und wenn ein Lebewesen, was dafür offen ist, in eine stärkere Erregung kommt, ja genau, dann äußert sich diese Erregung. Und beim Hund ist es eben Wellen, unter anderem. Also Ausgangspunkt war dieser Titel A New Method of Weather Control. Wie gesagt, Kontrolle ist der verkehrte Begriff. Es geistern übrigens manche unpassende Begriffe rum, noch unpassender als Reich selber dieses Gerät bezeichnet hat mit Cloudbuster. Manche sprechen hier gar von Wetterkanone. Es ist eine völlige Irritierung und falsche Assoziation, die da angeregt wird. Es geht nicht um Kanone und Schießen und Explosion und Knall und Zerstörung, sondern wie gesagt um einen energetischen Prozess der Wiederbelebung. Das ist was ganz anderes und ich mache mehr und mehr die Erfahrung, wie wichtig es ist, bei der Wahl der Begriffe behutsam auch zu sein, um nicht die falschen Assoziationen zu wecken oder, man sagt ja, die falschen Geister anzuziehen. Also egal jetzt, ob das, in welchem Sinne das zu verstehen ist, aber jeder kennt solche Sätze. Aber egal jetzt, was den Titel anlangt, in dieser Broschüre hat damals Charles Kelly auch mit ein paar Fotos, das waren alles ganz einfache Schwarz-Weiß-Fotos, so eine Serie, hat er diesen Versuch wiederholt, von dem, was ich vorhin gesagt hatte, mit der Perlenkette der Wolken und das Gerät, und er hat nur eine ganz kleine Ausführung davon und eine entsprechend schwächer wirkende Ausführung davon eingesetzt. Dieses Gerät also ausgerichtet auf eine Wolke innerhalb einer solchen Kette und das war ja ein paar Kilometer weg. Und es hat sich bestätigt, also auf den Fotos auch zu sehen, eine Wolke verschwindet innerhalb von ein paar Minuten, die anderen Wolken bleiben erhalten. Und nicht irgendeine verschwand, sondern genau die, worauf er das Gerät ausgerichtet hatte. Er hat übrigens auch darüber berichtet, dass als er dieses Gerät abgestellt hat, dann in irgendeinem Schuppen neben seinem Wohnhaus, dass es ihm selber gesundheitlich gar nicht gut ging damit. Auch in der Nähe des Gerätes, das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber das hat Reich schon bemerkt. Das kann einem die Energie mächtig aus dem Körper rausziehen. Oder wenn bei der Gelegenheit noch von dem Door etwas reingezogen wird in die Rohre und in die Schläuche, dann kann diese ja eigentlich lebensfeindliche Qualität der Energie auch ausstrahlen auf die Person im näheren Umkreis. Das übrigens umso mehr, je mehr diese Metallteile gar mit bloßen Händen angefasst werden oder gar ansonsten der Körper in Berührung damit kommt. Und das sind natürlich alles Erfahrungen, die Reich erst selber machen musste, beziehungsweise seine Mitarbeiter. Einige hatten schwerwiegende gesundheitliche Störungen und Reich hat selber deswegen dringend davor gewarnt, also wenn überhaupt mit solchen Geräten gearbeitet wird, dann die mit bloßen Händen anzufassen. Also mit starken, dicken Gummihandschuhen, die Zeit
in der Nähe des Gerätes so gering wie möglich halten, minimieren, die Geräte möglichst, sofern sie während des Einsatzes in einer bestimmten Weise bewegt werden, und das ist ein Teil auch eines Repertoires, das aus der Ferne zu tun, 15, 20 Meter Abstand. Das hat er selber natürlich am Anfang nicht getan, woher auch. Das waren alles erst Erfahrungen mit Reaktionen, die sehr unangenehm und sehr belastend waren. Und was der Kelly auch beschrieben hat, ist, dass eben in dem Schuppen, wo er das Gerät dann abgestellt hat, also nachdem es eigentlich scheinbar außer Funktion war, es offenbar noch nachgewirkt hat. Auch da hat der Reich darauf hingewiesen. Das schaltet man nicht ab hier wie eine Lampe, wo man einen Stecker rauszieht oder einen Schalter knipst, sondern das wirkt noch nach und das kann Tage, Wochen, vielleicht Monate noch nachwirken, je nachdem, wie stark das eben energetisch beeinflusst und verändert worden ist. Ja, der Kelly hat auch beschrieben, dass es dann in dem Schuppen, also insofern das Steinwände da waren, dass die Oberfläche der Steine sich auch schwarz gefärbt hat. Aus sonst für ihn unerklärlichen Gründen. Genau das, was Reich mit diesem Melanor beschrieben hatte an seinem Haus. Also in vieler Hinsicht hat Charles Kelly damals Beobachtungen bestätigt, die Reich gemacht hatte und dokumentiert hatte. Und aus der Perspektive und mit dem Hintergrundwissen der klassischen Meteorologie sagt er, da hat Wilhelm Reich etwas entdeckt, was über die klassische Meteorologie hinausgeht, aber was absolut ernst zu nehmen ist. Nun, dieses Plädoyer seinerseits hat nicht das bewirkt, was er sich erhofft hatte, dass das also Eingang findet in eine breitere, auch wissenschaftliche Diskussion. Das ist ja weit verbreitet, diese Reaktion oder Nichtreaktion, im besten Falle also Schweigen, Mauer des Schweigens, ignorieren, im weniger guten Falle dann einfach drüber spotten und in noch weniger guten Fall aggressiv und sonst wie damit umgehen. Ein weiterer Forscher auf dem Gebiet war Richard A. Blasband. Richard A. Blasband, der war lange Zeit auch Mitglied und zum Teil auch, wie nannte er sich, erster Vorsitzender oder irgendwie sowas, dieses American College of Orgonomy, das amerikanische Kolleg für Orgonomie, also für die Wissenschaft von der Lebensenergie. Die haben nach und nach dann Forschung von Reich wieder aufgegriffen und die Zeitschrift mit entsprechenden Artikeln dann auch gefüllt. Leider gerade das Kernstück der reichen Forschung und weswegen ja das dann auch Orgonomie hieß, war die Orgonenergie und der Orgonakkumulator, aber da waren sie zu vorsichtig oder sie waren vorsichtig und haben das in der Zeitschrift gar nicht aufgegriffen. Aber immerhin, Richard A. Blasband hat über mehrere Jahre dann nur ganz kurze Protokolle dort veröffentlicht. Das hieß dann OROP so und so und ein Report. Also eigentlich waren das nur kurze Protokolle, die darauf hinweisen sollten, dass in bestimmten Situationen dieses Gerät und diese Methode eingesetzt wurden und welche Veränderungen sich daraus ergeben haben. Er ist übrigens mit der Handhabung des Gerätes auch ziemlich krank geworden und das war für ihn dann der Hintergrund, sich auch noch zu öffnen für noch unkonventionellere Behandlungsmethoden, nämlich er ist begegnet einem Energieheiler, einem spirituellen Heiler aus Russland, dem Nikolai Levaschow. Mit dem habe ich mich ein bisschen beschäftigt und das ist nochmal ein Thema, Riesenthema für sich. Ich habe neulich auch einen Hinweis auf meiner Website gegeben auf Nikolai Levaschow. Das ist nochmal eine Fundgrube und Blasband ist dann sozusagen diesen Weg
zusätzlich zu den reichsten Wegen gegangen. Ja, dann James DeMeo, USA, mit italienischen Wurzeln. Er hat ja dann zunächst an der Universität in Kansas dieses Thema wissenschaftlich bearbeiten wollen, also jetzt auch dieses sogenannte Cloudbusting, und hat dort also dokumentiert, welche Veränderungen sich ergeben haben, jetzt auch in Bezug auf Niederschlagsmengen und deren Ausbreitung unter Auswertung statistischer oder Einbringung statistischer Auswertungsmethoden, und kam dann zu dem klaren Bild, dass es einen signifikanten, hochsignifikanten Zusammenhang gegeben habe zwischen dem Einsatz der Methode und stärkeren Niederschlägen. Das ist sogar abgesegnet worden damals als eine akademische Arbeit. Und er hat es dann auch mal in eine Broschüre veröffentlicht. Das findet sich auf seiner Website. Müsste sich es eigentlich auch heute noch finden lassen. Ich schreibe sie mal auf. www.orgonlab.org. Oder dieses Institut oder Labor, was er gegründet hat, nannte sich dann Orgone Biophysical Research Forschungslabor, OBRL. Und neben vielem anderen an Aufarbeitung des reichen Werkes, auch gerade was den Orgon-Akkumulator anlangt, hat er etliche Veröffentlichungen gemacht, auch etliche Experimente, auch im organbiophysikalischen Bereich, im Bereich der Bionforschung, vieles aufgearbeitet, aber eben auch schon in den 80er Jahren damit begonnen mit dieser energetischen Wetterarbeit, also dem, was ich später Himmelsakupunktur genannt habe oder was Reich eben Cloudbusting genannt hat. Und DeMeo verwendet auch den Begriff Cloudbusting immer noch. Diese Versuche, die er in den USA durchgeführt hat, später noch in der Wüste von Arizona, wo wiederum signifikante Zusammenhänge erkennbar waren, bildeten dann den Hintergrund für einige Einsätze außerhalb der USA, und zwar in Situationen mehr oder weniger dramatischer Dürre. Dazu gehörte ein Einsatz, das muss Ende der 80er gewesen sein, und ich habe darüber übrigens auch in meinem Buch Die Wiederentdeckung des Lebendigen in dem entsprechenden Kapitel einiges zusammengefasst. Das begann also in Griechenland. Der erste Einsatz war in der Sommerzeit, die ja auch vorher, die ganzen Jahre vorher, als es noch in dem Winter geregnet hat, im Sommer keinen Regen gebracht hatte. Und das war aber auch eine interessante Erfahrung, das Gerät und die Methode in der schon lange währenden Trockenzeit einzusetzen, hat nicht viel bewirkt oder eigentlich gar nichts Erkennbares bewirkt. DeMeo hat das dann so gedeutet, wenn man gegen den Rhythmus der Natur das einsetzt, dann ist das was ganz anderes, als wenn man mit dem Rhythmus geht. Und mit dem Rhythmus gehen heißt also in den Phasen, die früher einmal Regenzeiten waren und die dann manchmal über Jahre oder Jahrzehnte immer weniger Niederschläge brachten, bis hin zu dem Ausbleiben von Niederschlägen. Wenn man da zu Beginn der früheren Regenzeit mit dieser Methode beginnt, dann sind die Chancen einer Wirksamkeit größer, und das hat sich dann auch bestätigt. In Griechenland, also mit Beginn der früheren Regenzeit, kamen dann, und zwar entgegen den Prognosen der Meteorologen, kamen dann Niederschläge. Das breitete sich in gewisser Weise aus, fand aber schon wieder seine Grenze an Zypern im Mittelmeer. Also Zypern ist ja in Richtung zwischen Griechenland und Türkei und dem Nahen Osten. Und
Der nächste Schritt war für ihn deswegen nach Zypern zu gehen, auch dort also ein entsprechendes Gerät einsatzbereit zu machen und einzusetzen. Und damit löste sich offenbar die Blockierung, die energetische Blockierung in und um Zypern. Das heißt, es kam dann dort auch ein Gefolge davon zu Regenfällen. Die breiteten sich aber nicht bis hin in den Nahen Osten, also Palästina und Israel aus. Da war immer noch eine Blockierung. Und das war der Anlass für ihn, nach Israel zu reisen, mit seiner damaligen Lebenspartnerin. Und sie hatten auch Kontakt zur Regierung aufgenommen. Die hatte ihnen immerhin ein paar Möglichkeiten eröffnet, an einzelnen Orten sozusagen ungestört das Gerät aufzustellen. Aber ansonsten war es keinerlei Unterstützung. Und jetzt wird es nämlich spannend, das spürt er. Ja. Im ersten Einsatz waren das 14 Tage. Ja, ich habe es ja auch schon erlebt, dass Menschen anfangen zu bellen bei diesem Thema. Und da ist es dann schon etwas ungewöhnlich. Und zwar an den spannendsten Stellen. Also, Israel, Orob Israel, das muss gewesen sein 91, wenn ich mich also an diese Daten recht erinnere. Ich habe damals davon gewusst, weil wir schon Kontakt hier von Berlin aus aufgenommen hatten mit dem MEO. Und ich habe das auch aus der Ferne dann mitverfolgt und mit beobachtet, mit Interesse. Und habe mir hinterher den Erfahrungsbericht von dem MEO auch angesehen und angehört. Er ist übrigens auf meiner Website unter der entsprechenden Rubrik Integrale Umweltheilung, so heißt mittlerweile diese Rubrik oder dieser Schwerpunkt, und dann andere Autoren. Da müsste dieser Bericht Orob Israel zu finden sein. Also Orob Israel. Ein ausführlicher Bericht, wo ich jetzt hier nur ganz kurz die Hauptaspekte davon benennen will. Während der Zeit, die sie dort waren, also in den 14 Tagen, war schon erkennbar, dass der ganz dicke und dichte Durchschleier begann sich zu lichten, aufzulockern, aber das war alles noch nicht doll und mit Wolkenbildung war ohnehin noch nicht so richtig erkennbar. Das schien eine große Enttäuschung zu werden. Sie hatten ja nun den Rückflug schon gebucht und konnten den wohl auch nicht verschieben. Sie haben sich ins Flugzeug gesetzt und dann ja übers Mittelmeer, und während sie in Richtung Westen flogen, sahen sie ein weiträumiges Feld von dicken Wolken ankommen. Und wenn sie dann in den USA gelandet waren, kriegten sie mit, dass in der Zeit die Wolken Israel oder den Nahen Osten erreicht hatten. Das war, wenn ich mich recht erinnere, im November gewesen. Und einige Niederschläge kamen damals sogar als Schnee runter. Also das war nicht so gewöhnlich, Israel und Jerusalem im Winter im Schnee zu sehen. Das ging auch ziemlich rund in der Presse und es war ungewöhnlich. Und auch hier kann man natürlich sagen, es wäre gekommen. Aber es war eben wieder mal ein Zusammenhang zwischen dem Einsatz dieser Methoden und dieser unerwarteten Veränderung. Die Situation in Israel war vorher über viele Jahre immer dramatischer geworden. Die Stauseen und auch die anderen Seen sind so in dem Niveau abgesunken. Das ist ja auch Wasserreservoir für Trinkwasser und für Bewässerung. Und das war kurz unter dem unteren Limit. Wenn es noch tiefer abgesunken wäre, wäre das Wasserreservoir versalzen und dann ist es unbrauchbar. Es war absolut katastrophal.
Man befürchtete damals, wenn das so weitergeht, dann wird es nicht lange dauern, wird es Krieg geben im Nahen Osten um das Wasser, um die Wasserressourcen und Abzweigungen von Flüssen und von Staudämmen und so weiter. Dieses Problem, diese Problematik war nach dem Einsatz dieser Methode vorbei. Es war die Dürre überwunden. Man hätte ja jetzt erwarten können, dass mindestens die Teile der Regierung, die davon Erkenntnis hatten, sich mal mit dem MEO in Verbindung setzen und irgendwie das mal ansprechen oder anschreiben oder telefonieren oder wie auch immer. Schweigen, schweigen, schweigen. Nichts sonst. Diese Erfahrung ist öfter gemacht worden von dem MEO und dann auch von anderen, die in der einen oder anderen Weise mit den Methoden gearbeitet haben. Auch schon im Vorfeld, wenn man also Regierungen zum Beispiel oder offizielle Institute, was weiß ich, der Meteorologie oder Organisationen der Dürrebekämpfung und so weiter, wenn man die angeschrieben hat, sei es auch vor ganz dramatischem Hintergrund und sie auf diese Möglichkeiten aufmerksam gemacht hat, in den allermeisten Fällen keine Antwort, nicht mal eine Eingangsbestätigung. Einfach nur schweigen. Das geht auch rein in die politische Szene, die Grünen schweigen. Greenpeace schweigt und so weiter und so fort. Ja, die entsprechende Arbeit von dem MEO ging dann weiter. Das war 1992 und da habe ich es von Anfang an aus der Nähe, also in gewisser Weise aus der Nähe mitbekommen. Es war eine Situation in Namibia, in Südwestafrika, entstanden von höchster Dramatik. Die hatte sich aufgebaut über 15 bis 20 Jahre, wo die gewohnten Niederschläge immer geringer geworden waren und schließlich kam fast gar nichts mehr. Und diese Dürre, die ist also insoweit von der Namib-Wüste so irgendwie. Hier ist Namibia, wenn das Afrika ist. In der Namib-Wüste, diese Wüstenatmosphäre, die übrigens viel älter ist als die Sahara ist ja gerade mal 6000 Jahre alt, die Namib-Wüste ist, glaube ich, Hunderttausende von Jahren alt, wenn nicht noch mehr. Jedenfalls hatte sich diese Wüstenatmosphäre immer weiter ausgebreitet über das südliche Afrika. Ich male das mal so. Eine weiträumige Dürre, es waren schon dann 1991, oder nein, 92 muss das gewesen sein, waren schon unglaublich viele Tiere verdurstet, verhungert. Es gab in Namibia und gibt in Namibia eine große Wasserfläche, das ist die sogenannte Etosha oder Etosha-Pfanne, relativ flaches Wasser, aber immerhin. Und das war immer die Sammelstelle für ganz viele Tiere, das war deren Lebensgrundlage. Die Etosha-Pfanne war über die vielen Jahre vollkommen ausgetrocknet. Entsprechend war überall nur noch tote Gerippe von Tieren zu sehen. Wo noch Wasserlöcher übrig waren, haben Tiere, die sonst friedlich miteinander ausgekommen sind, die haben sich also auf Leben und Tod dann bekämpft, weil es eben darum ging, ums nackte Überleben. Und die Frage ist natürlich auch dort angebracht, was mag denn die Ursache gewesen sein? Okay, Wüste, die Namib-Wüste, das war eben immer eine Wüste gewesen, aber diese Ausbreitung, woher ist die gekommen? Und da könnte ein Zusammenhang sein, es ist in Namibia damals geöffnet worden, also von den Anfang der 90er waren es 15 oder 20 Jahre zurückliegend, eine der größten Uranminen im Tagebau. Das setzt ja noch viel mehr radioaktive Strahlung frei. Das schafft den Oranur-Effekt
Und wenn der sich ausweitet, dann kann das diese Folgen haben. Ein Team ist im November 92, war das, glaube ich, nach Namibia gereist, hat erste Vorbereitungen getroffen, das Gerät bauen lassen und hatte nur noch wenige Tage, um dann das Gerät einzusetzen. Aber schon im Gefolge dieser paar Einsätze war erkennbar, die Wüsten in der Peripherie oder die Dürre in der Peripherie zog sich zurück. Also da kehrte wieder mehr und mehr Leben ein und Niederschläge. Aber Namibia selber war noch sozusagen der harte Kern. Da war es immer noch nicht aufgelockert. Übrigens, ganz ungewöhnlich war, dass in Namibia die Atmosphäre vollkommen klar war. Das, was ich vorhin mal kurz angesprochen hatte. Nicht dor und nicht trüb und Grauschleier und stumpf und kaum durchsichtig in der waagerechten, also wenig Transparenz, sondern das genaue Gegenteil. Es waren dann, im Februar bin ich selber dann auch nach Namibia runtergeflogen, also für den zweiten Einsatz. Und da waren schon einzelne Wolken wieder entstanden. Aber das war alles so, das waren keine richtigen, klaren Wolken. Das waren so, ja, konturlos. Die bauten sich gegen Mittag dann auf und waren nachmittags dann auch schon wieder weg. Das war so ein kurzes Aufplustern, aber dann schon wieder weg. Und der einzige Tag, wo es mal Regen gegeben hat, 8 mm, das weiß ich noch, war Kaisers Geburtstag. Ich glaube, der 8. Januar in Namibia. Kaisers Geburtstag, die feiern heute noch, das ist Deutsch-Südwestafrika gewesen, ja, eine deutsche Kolonie, feiern heute noch Kaisers Geburtstag. Und aus Gründen, die ich jetzt nicht näher erkunden will, scheint es zu Kaisers Geburtstag immer ein besonderes Geschenk zu geben, selbst in der Dürrezeit. Ja. Aber ansonsten nichts. Und dann wurde also in einer zweiten Phase diese Methode wieder eingesetzt und hat unglaubliche Veränderungen gebracht. Und zwar waren es mehrere Einsätze, man kann sagen, von der Peripherie allmählich hin zum harten Kern, also an die Namib-Wüste ran. Es waren, glaube ich, 7 verschiedene Standorte innerhalb von 14 Tagen, also war eine ganz schön anstrengende Angelegenheit. Und dann zum Teil auch unter freiem Himmel übernachtet, aber natürlich auch abenteuerlich alles. Aber das war ja nicht die Hauptsache, sondern es ging ja um sehr viel. Jedenfalls rückten die Wolkenfelder mehr und mehr hier von Ost nach West, immer weiter nach Westen vor, waren aber noch blockiert durch den harten Kern der Namib-Wüste. Und der letzte Einsatz war dann in der Namib-Wüste, wo der Zufall es wollte, dass wir einen Menschen trafen, der früher dort mal eine paradiesische Farm hatte. Und also der schwamm nur so im Geld und hat dann immer seine Gäste eingeladen und so. Und dann war das alles auch ein Wasserreservoir und damit wurde, wenn es erforderlich war, dann auch noch bewässert. Jedenfalls war dort, nachdem alles ausgedörrt war und nur noch die Bäume, die verbliebenen Bäume immer künstlich noch bewässert waren, war noch ein Wasserreservoir und das brauchten wir, um das Gerät damit zu verbinden. Übrigens, Wilhelm Reich in der Wüste von Arizona hat einen Brunnen bohren lassen und hat den als Wasserverbindung genommen. Wurde ich vorhin in der Pause gerade mal gefragt. Ja, und auch dann an dieser Stelle führte der Einsatz dazu, dass diese letzte Blockierung dann auch gelöst wurde, die Wolkenfelder durchströmten und kräftigen Regen gebracht haben. Und wir hatten dann noch ein paar Tage, wo wir auch auf der Rückfahrt nach Windhoek natürlich gesehen haben, wie hat sich das Wetter, wie hat sich die Landschaft verändert und dann nochmal im Umkreis von 50 Kilometern um Windhoek drumherum. Gegen Ende dieser 14 Tage war dort vieles schon ansatzweise grün geworden. Es füllten sich Bäche
und Flüsse, die waren alle ausgetrocknet. Und ich selber bin noch mal einige Jahre später nach Namibia zurück und dieses Land war nicht mehr wiederzuerkennen. Es war alles grün geworden, die Etosha-Pfanne voll mit Wasser, die Tierbestände hatten sich wieder regeneriert. Es war unglaublich. Auch dort hatten wir anfangs Kontakte zur Regierung, zum Landwirtschaftsminister, das war damals ein Deutschstämmiger. Der hat uns immerhin ermöglicht, die Zufahrt zu einzelnen Stauseen, die wir ja auch an anderen Stellen brauchten, der Hardap-Damm, der Gobabis-Damm und insofern also eine gewisse Unterstützung. Und als es dann so eindrucksvolle Veränderungen gab, wiederum Schweigen im Wald. Nichts mehr gehört. Kein Brief, kein Anruf, nichts. Im Meteorologischen Institut dort gab es noch andere Arten von Reaktionen, also da war dann wenigstens eine Reaktion, aber die war so heftig, ja, als de Meo eben erläuterte, dass das im Zusammenhang mit dieser Methode steht. Da ist ein Meteorologe, der war also religiöser Fundamentalist, der war so aufgebracht, only God can make weather. Ja, wie kann man sich anmaßen, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen diesen Methoden und den Veränderungen? Only God makes weather. Ja, und wenn man dann noch sagt, ja, dann bin ich wohl der liebe Gott. Ja. Nein, aber das Göttliche ist es. Ja. So kann man diese Energie, diese Lebens- und Liebesenergie ja auch verstehen. Das ist allerdings eine völlig andere Spiritualität als die patriarchal geprägte. Das wäre ja ein Riesenthema für sich. Ja, das war so eindrucksvoll, so bewegend und überwältigend und zeigte natürlich, was möglich ist und was auch vermutlich in anderen Teilen der Welt, in dramatischen Situationen möglich wäre. De Meo war längst schon dazu übergegangen, das nicht einfach mehr nur für experimentelle Zwecke einzusetzen, sondern wirklich nur in dramatischen Situationen. Aber deren gab es ja damals schon genug und heute gibt es noch mehr Anlässe dazu. Der nächste dramatische Anlass war Eritrea, das war 1994. Dieses Land war gerade nach 30-jährigem Krieg unabhängig geworden von Äthiopien. Also die hatten zwischen Äthiopien und Eritrea 30 Jahre Krieg. Und diese Unabhängigkeit, die ging einher mit einer großen Aufbruchsstimmung. Und da war auch bezogen auf diese unkonventionellen Methoden eine erstaunliche Offenheit, die wir sonst nie erlebt haben. Eritrea war auch nicht so stark geprägt von der westlichen Wissenschaft. Die waren sicherlich noch eher verbunden oder es gab noch eher Erinnerungen an frühere Traditionen. Die Regenmacherkultur, das ist ja in vielen Teilen der Welt, war das ja mal und manche erinnern sich auch noch daran. Jedenfalls ging das dort bis in die Ebene der Regierung, also Landwirtschaftsministerium. Und da war es endlich mal so, dass die Regierung, wenn auch nur mit bescheidenen Mitteln, gesagt hat, okay, wir wollen das ermöglichen, wir wollen es auch unterstützen, also mindestens die Flugtickets und was weiß ich, Übernachtungskosten und was da noch anfällt, erstatten. Ja, als wir hinkamen 1994, da haben wir natürlich erstmal auch das Land erkundet und dann einen Blick runter aufs Rote Meer. Also Eritrea liegt auf einer Hochebene zu großen Teilen. Das sah so verheerend aus. Das Rote Meer war von oben, von der Höhe nicht zu sehen. Es war alles voll von Dor, wie begraben unter diesem dichten, dicken Grauschleier. Und dann wurde eben diese Methode auch eingesetzt, erstmal beginnend, ich denke 50 Kilometer westlich von der Hauptstadt Asmara. Da war ein Wasserreservoir, also ein Stausee, zu dem wir dann auch den Zugang offiziell auch hatten.
Es kam auch dort ein offizieller Meteorologe dazu, der Interesse hatte, das war ganz ungewöhnlich, und der gesagt hat, wenn es jetzt hier auflockert, dann vermutet er, dann wird das ganz von selber sich weiter tragen. Und ja, kaum war das Gerät in Funktion gesetzt, 1,5 Stunden später kamen die ersten dicken Wolken und die ersten, wenn auch bescheidenen Regenfälle. Das war ganz ungewöhnlich schnell, sonst braucht das 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, je nachdem, wie festgefahren die Situation ist. Da ging es ganz erstaunlich schnell. Und der Meteorologe, also das war sogar dort der Chefmeteorologe, der war in diesem Fall tief beeindruckt davon. Es ging dann in einem weiteren Schritt runter nach Massawa am Roten Meer. So eine verheerend kaputte Atmosphäre hatte ich vorher noch nicht erlebt. Also unglaublich drückend, Hitze, alles stumpf, die Sonne tagsüber kaum zu sehen, ganz schwach schimmernde graue Scheibe, verheerend. Und nicht von Schadstoffen, ja, da ist keine Industrie da unten. Das war alles Dor. Und da wurde da unten gearbeitet und es war schon fast symbolisch. Der Krieg hatte viel Zerstörung hinterlassen. Wir hatten dann einen Einsatzort unten direkt am Wasser in einer Ruine. Wir haben in einer Ruine übernachtet, in Trümmern sozusagen. Und aus den Trümmern heraus diese Methoden eingesetzt und es hat auch dort gewirkt. Die Hypothese war, wenn die Blockierung am Roten Meer und über dem Roten Meer aufgelockert wird, dann wird es einen Durchfluss geben. Also Eritrea liegt ja hier und hier ist der Durchfluss. Das sind die Tropical Easterlies. Ich male das hier nur mal in Andeutungen. Entgegen dem, was hier oben, also in unseren Breiten ist, da ist West-Ost. Hier ist es Ost-West, die tropischen Easterlies, also östlichen Winde. Und die waren blockiert. Und der Fluss der Energie war wohl blockiert. Und die Hauptblockierung saß hier unten. Das war jedenfalls die Hypothese. Und mit deren Auflockerung kam der Durchfluss. Und der Durchfluss ging tatsächlich hier noch weit über Eritrea hinaus. Und es kamen mehr und mehr Regenfälle, die Dürre war gelöst. Ein Problem, was sich auch über 15 oder 20 Jahre aufgebaut hat, war gelöst. Das war dann für die Regierung auch überzeugend und sie haben mit dem MEO dann besprochen, dass es über 5 Jahre angelegtes Projekt geben sollte. Und er ist dann im nächsten Jahr auch wieder hin. Das war immer 2-mal im Jahr, am Beginn der Regenzeit und in der Mitte der früheren Regenzeit, muss man sagen, um sozusagen nochmal einen Impuls zu setzen. Und der Einsatz des Gerätes, der war manchmal auch nur relativ kurz. Also das ist nicht etwa damit getan, möglichst lange und möglichst viel das einzusetzen. Das sind ganz kleine Impulse. Und dann gucken und beobachten und spüren und so. Jedenfalls im nächsten Jahr war es wieder so, dass es in der Regenzeit dann wirklich Regen gab, was ja durchaus die ganzen Jahre vorher eben nicht mehr der Fall war. Ich glaube, im 3. Jahr oder war es das 4. Jahr, gab es heftige Proteste von einem amerikanischen Gastprofessor der Meteorologie in Eritrea. Der hat dann ein sogenanntes Gutachten angefertigt, also ein Schlechten, hat das total verrissen, hat die Regierung eindringlich davor gewarnt, solche New Age-Imperialisten nicht ins Land zu lassen. Ja, und da kippte die Stimmung in der Regierung, jedenfalls kam für das nächste Mal dann keine Einladung mehr, aber die Dürre kam wieder. Und dann war das der Anlass, dass sich offenbar der andere Teil wieder stärker durchsetzte. Also das können wir nur ahnen, was sich da hinter den Kulissen abgespielt hat. Jedenfalls danach kam wieder Einladung und dann nochmal. Es waren insgesamt 5 Einsätze über 6 Jahre, also ein Jahr Pause.
wenn ich mich recht erinnere. Das ist alles ausführlich dokumentiert hier in der Zeitschrift von de Meo, Pulse of the Planet, der Puls des Planeten, Nummer 5, das sieht man hier kaum. Hier ist der Haupttitel oder der Untertitel Heretics Notebook, also das Tagebuch oder so eines Ketzers. Ja, da hat er ein bisschen kokettiert damit. Und da ist jedenfalls ein langer Bericht über dieses Projekt in Eritrea drinnen. Eindrucksvoller ging es eigentlich nicht. Leider ist Eritrea dann wieder zurückgekippt und geraten in einen neuen Krieg mit Äthiopien und dann war natürlich Schluss. De Meo flogen dann schon fast schon die Bomben um die Ohren und die Düsenjäger über den Kopf und das war einfach zu riskant. Und es war auch eine mächtige Enttäuschung bei ihm und zwar deswegen, weil er ja einen Zusammenhang rausgearbeitet hatte in seinem Buch Saharasia zwischen der weiträumigen und ziemlich plötzlichen Entstehung der Wüste, damals Sahara, arabische Wüste und asiatische Wüste, Saharasia. Und im Gefolge davon hat er interpretiert durch die dramatischen Umstände und Umwälzungen, Wegbrechen von Lebensgrundlagen und Fluchtbewegungen, Auseinanderbrechen von sozialen Strukturen, dass diese traumatischen Erlebnisse die Menschen damals erstmals in großer Zahl in die Panzerung, in die chronische Panzerung haben geraten lassen. Also Wüste wäre die Ursache und Panzerung wäre die Folge. Und daraus hat de Meo eben sozusagen die Hoffnung oder die Hypothese abgeleitet, wenn es gelingt, die Wüste wieder zu beleben oder die Wüste zu begrünen und da wieder Lebensgrundlagen entstehen zu lassen, dann würden sich auch die Panzerung und alles, was an Gewalt damit zusammenhängt, würden sich auch vermindern oder gar abbauen und lösen. Und ich hatte nie die Illusion, dass das in wenigen Jahren geschehen könnte. Er hatte dann schon den Wunsch und dann kippt so ein Land, dem man ein solches Geschenk ja auch irgendwo gebracht hat, zurück in den Krieg. Und für de Meo war das dann so enttäuschend, dass er sich gesagt hat, hätten wir diese Methoden nicht dahin gebracht, dann hätten die weiterhin Lebensmittel importieren müssen, um die Hungerkatastrophen zu bewältigen. Da hätten sie nicht viel Geld für Rüstung und Bomben und Flugzeuge und Panzer übrig gehabt. Jetzt haben wir denen das ermöglicht. Also was heißt wir? Mit den Methoden hat es die Natur dann zu Wege gebracht. Da haben sie Mittel übrig behalten, die sie sonst für Lebensmittelimporte hätten verwenden müssen. Und die haben sie gleich in Panzer und Raketen gesteckt und Flugzeuge. Und das muss so tief ihn enttäuscht haben, dass er dann gesagt hat, ich will von dem ganzen Kontinent nichts mehr wissen. Ja. Nicht mit mir. Ja, es ist vielleicht verständlich, aber es ist auch bedauerlich. Und das ist aber jetzt gleich die Überleitung dazu, dass in Anknüpfung an all diese Vorerfahrungen und diese Grundlagenforschung dann im Jahr 2000, im Jahr 2003, als es diese verheerende Dürre gab, Nordafrika, Mittelmeerraum bis hoch nach Frankreich, einige werden sich erinnern, es waren Hitzewellen, die völlig unbekannt waren bis dahin hier. Als das auch Algerien in eine Dürrekatastrophe hineintrieb, war das der Hintergrund und der Anlass für Majid Abdelaziz und seine Frau Maya, einen Versuch auf den Weg zu bringen, ob es auch in Algerien, schon in der Sahara, im nördlichen Teil der Sahara, möglich sein kann, die Entwicklung in Richtung Wiederbelebung anzuregen. Ich denke, dann lasse ich es mal dabei und übergebe das Staffelholz jetzt an Majid.
Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Normalerweise muss meine Frau auch hier stehen, vorher, aber sie scheut sich heute Abend, weil sie hat ja das Projekt von Anfang an mitgemacht. Und Bernd hat über die Theorie sehr viel erzählt. Und das Wichtigste ist so eine praktische Anwendung zu sehen, um das zu sehen, wie das wirklich aussieht in der Wirklichkeit. Ich kann jetzt nicht das, was ich im Alpenparlament damals gezeigt habe, so einen Film, wo man das sehen kann, wie so eine Operation vor sich geht und wie die Wolken entstehen und so. Das ist alles dokumentiert, das kann man alles im Internet auch verfolgen. Die Website habe ich nochmal aufgemalt. Die ist ja hier. Desert-screening.com. Ja. Ich will jetzt, wie ich das mit Bernd besprochen habe, ein paar Dia-Serien, so, die ich von Anfang an gemacht habe, wie der erste Zustand war. Und damit man da die Änderungen dann so miterlebt, was aus diesem Land, aus diesem Grundstück 30 Hektar Canan geworden ist, was wir dann alles erreicht haben. Dann habe ich einen Trailer auch, könnt ihr auch vielleicht angucken, und dann habe ich so eine kleine 3D-Animation, weil mittlerweile ist die Nichte von meiner Frau Architektin geworden und die hat sich auch dem Feng Shui-Prinzip verschrieben. Und sie hat vitales Bauen sozusagen als Diplomarbeit gemacht. Und sie hat sich als Aufgabe das Projekt Canan, und das hat sie dann richtig entworfen mit einer Architektin aus Erfurt, hier in Deutschland. Und das ganze Gelände, es geht ja um, wie ich die Methode dann ein bisschen erweitert habe, ich nenne sie mittlerweile Feng Shui des Himmels, integrale Umweltheilung. Es geht um diese Qi, Orgon, und diese Cha, also im Feng Shui, Cha ist das Dor sozusagen. Und das haben wir dann alles versucht auf dem Gelände. Ihr werdet ja dann sehen, wie wir dann die Bengalos so in Schneckenform und alles so spiralmäßig, dass es dann so ineinander so, wie sagt man, fließt. Und demnächst bin ich auch in Portugal eingeladen, um einen Vortrag zu halten. Ich treffe mich mit Sepp Holzer, weil wir haben jetzt einen Damm da gebaut, einen großen Damm. Wir wollen auch so einen See entstehen lassen bei uns, weil Wasser ist auch Leben, ja, ist wichtig für das Grundstück. Es hat schon angefangen mit ein paar Pfützen, aber das ist kein richtiger See. Am besten, ich werde jetzt mit der Diashow anfangen. Das ist ein bisschen umständlich hier. Ja. Eine Vision, wer war. Das ist ein Buch, was von Penergetik damals entstanden ist, wo er das Projekt als einer der ersten da beschrieben hat. Das ist das Logo von Canan. Aber jetzt, Benora hat es entworfen, sie sitzt hier. Und das ist jetzt das neue Logo Feng Shui des Himmels, sozusagen Wüste und so mit Wasser alles zusammen. Und das ist integrale Umweltheilung, dieser Kreislauf sozusagen, wie es ineinander eingeflochten war. So haben wir angefangen damals, das war die Ausgangssituation. Wir haben das Ort hier gesucht. Man konnte die Bergumrisse kaum erkennen, weil das Dorf war sehr, sehr stark. Dann war das war eine der Operationen im September, aber ich habe früher angefangen mit Wetterarbeit, und dann hat man gesehen, so diese Änderung im Himmel. Hier regnet es zum Beispiel im Hintergrund. Dann haben wir angefangen, Windschutz zu bauen damals. Das sind Casarinas. Und hier die ersten Apfelbäume, auch September 2006. Das sind die Casarinas, kann man sehen. Das ist auch so eine Operation. Das Gerät ist da. Leider ist diese Blende da ein bisschen grob geraten heute. Und der Himmel fing an dann, wenn der Orgon fließt. Das ist so ein Cloudbuster, so ein Himmelsakupunkturgerät. Da kommt diese Wolkenformation. Und hier sieht man deutlich an einem Sattbild, dass über dem Gelände da in der Mitte so diese Formation ist. Hier hat es dann geregnet, da ist ein Blitz eingeschlagen in diesem Baum, kann man sehen, hier
in der Aufnahme und viel Wasserpfützen haben sich dann gebildet. Das ist jetzt ein Besuch von Bernd Senf bei uns 2007. Diese Aufnahmen hat er selber gemacht, dort. Da hatten wir dann ein paar Trauben, da fingen wir an, so zu versuchen, was möglich ist. Und das sind diese ersten Casarinas, die ihr gesehen habt, die sind jetzt gewachsen, also ungefähr ein Jahr. Da sind auch Birnen. Und das ist Bernd mit seiner Frau Sibylle vom ersten Apfelbaumpatenschaft. Und so eine Struktur hat er dann gefunden, ganz anders. Das ist ganz schön schmal gemacht. Ne? Das ist jetzt das Format und das andere ist ja. Da merkt man schon, dass da jetzt langsam etwas sich verändert. Wir haben angefangen, Steine zu bewegen, so zu entsorgen, und diese Steine, die man uns hinweggelegt hat, haben wir dann versucht, damit was zu bauen. Hier ist Maya mit so jemandem, den wir eingestellt hatten, und wir haben angefangen, dann so richtig Obst und Gemüse zu pflanzen und zu ernten. Da waren wir noch in der Versuchsphase hier. Da war Wetterarbeit noch stark im Hintergrund. Ja. Er ist auch ein Arbeiter, der bei uns Google damals gearbeitet hat. Und ich habe jetzt gezielt dieses Datum hier eingeblendet, damit ihr seht dann von Jahr zu Jahr, was da geworden ist. Das ist jetzt Salat im Hintergrund. Da sind hier grüne Erbsen. Das sind hier Zwiebeln. Wassermelonen, Sonnenblumen. Und zu dieser Periode hier sich dann immer vom Regenfällen in der Nähe so Wasserdinge da gebildet haben. Und jetzt haben wir 4 Tonnen Kartoffeln gepflanzt, um in die Autarkheit zu gehen. Wir wollten wirklich, was möglich ist. Dann haben wir viele Leute eingestellt. Und dann aus 4 Tonnen haben wir 40 Tonnen geerntet. Aber wir haben keinen Verdienst gemacht, weil es war sehr schwer, diese Kartoffeln auf den Markt zu bringen. Die waren klein, aber die waren sehr, sehr, sehr gut. Die schmeckt wirklich wunderbar. Aber die Leute in Algerien, das war ein Kartoffelflüsterer, der das alles gebaut hat. Ja. Hier haben wir weiße Rettiche, kann man auch gleich sehen. Ne? Die waren auch prächtig. Und damals hatten wir diesen Traktor hier, gespendet von Bernd selbst damals. Haben wir versucht, da was zu machen. Das ist jetzt diese Kartoffelfeld, wie es wächst. Da sind die Rettiche hier. Wir sind noch nicht so weit, die sind viel größer, aber unser Neugier war so groß. Wir müssen immer ausbuddeln. Was und die Kartoffeln auch. Und, ja. Und der Himmel kann man sehen, das ist jetzt eine Veränderung hier am Himmel. Jetzt ist diese Rettich-Ernte soweit. Ja. Und damals hatten wir keine Erfahrung mit Vermarkten oder auf dem Markt und so. Und dann haben wir dann eine Straße gebaut, die zu uns führt. Wir haben eine Halle hier geplant, damit wir Leute aufnehmen. Das war schon 2008. Und jetzt ist sie fertig, gerade 2012. Das heißt, wenn die Mittel nicht da sind, dann müssen wir dann schrittweise gehen. Wenn man etwas Großes schaffen will, muss man klein anfangen. Ja, und alles mit herkömmlichen Steinen und so von der Umgebung und mit Ton und sowas. Ja. Bernd hat seinen Anteil an Kartoffeln und Rettiche gekriegt. Ja, wie jetzt haben wir noch ein paar Trüffel von da unten mitgebracht. Und die haben geschmeckt. Das ist nicht Kanada, das ist auch Wüste. Und da haben wir jetzt 1 Hektar Weintrauben gepflanzt. Und jetzt kam noch einen halben Hektar dazu. Kann man auch auf den neuen Bildern sehen. Und so sieht jetzt die Veränderung 2009. Unser Anstreben war wirklich, ein Mikroklima zu schaffen. Ne?
Und so ein Mikroklima kann man erreichen, wenn man bei der Größe 100.000 Bäume dann hat. Wir sind jetzt ungefähr bei 30.000 Bäume oder 40.000 Bäume. Ja. Wir haben auch Getreide probiert. Das ist auch sehr gut geworden. Und das ist nach Wetterarbeit, damit man sieht, dass es wirkt. Das ist keine Theorie. Dann haben wir Erdnüsse auch gepflanzt. Wir haben sie da angeboten bei uns hier in El Hawita in der Nähe. Der Typ hat gesagt, woher habt ihr die Erdnüsse? Und gesagt, haben wir hier gepflanzt. Der konnte nicht glauben. Dann haben wir auch hier für Eier. Dann haben wir jetzt viele Olivenbäume gepflanzt. Wir haben fast 2.500 Bäume, nur Oliven. Das ist ein ständiger Kampf einfach. Ja. Hier haben wir einen Wassersucher, den wir holen, wenn wir den brauchen. Das ist jetzt so ein Cloudbuster, wie es beschrieben wurde vorhin. Und man sieht, wie die Wüste, so die Veränderungen. Da sind viele Leute mit ihren Schafen dann gekommen und die wollten das abgrasen und das war sehr schwer, denen das klar zu machen, dass wir dieses Gras brauchen für die Feuchtigkeit, für den Austausch zwischen Himmel und Erde. Da haben wir auch viel Salat gepflanzt, 2009. Ja. Und jetzt kommen wir langsam 2010, 11 und 12. Normalerweise, das ist 16:9 Format, aber das ist ein alter Beamer. Der macht diese Formate echt gerne. Ja. Das sind jetzt die Olivenbäume hier. Das ist auch ein Angestellter, den wir hatten 2 Jahre lang. Der hat eine Tochter, der ist jetzt weg von uns. Und das ist unser Baumschulenmeister hier rechts. Der unterweist sogar Leute, die Interesse haben, wenn er zu uns kommt. Und hier haben wir unsere Baumschule hier, Casarinas. Wir müssen jedes Mal neues Terrain gewinnen und dann neue Bäume dann pflanzen. Und das machen wir ganz, ganz gezielt nach, dass es dann seinen Sinn hat. Das sind hier die neuen Weintrauben. Die kommen jetzt dieses Jahr, März, April werden sie gepflanzt. Ja, hier mit den Mitarbeitern vor Ort. Und hier haben wir jetzt ungefähr 1200 Pflaumenbäume gepflanzt hier in Mark. Und so pflanzen wir das einfach. So, es wird richtig so in Reihen und Feng Shui-mäßig dann bestimmt. Dann haben wir 2 neue Brunnen gebohrt, weil die brauchen wir für Sanitär und so. Und das ist jetzt die Halle hier. Das ist ein Detail von der Halle. Wir setzen auf Natur, wie sagt man, Sachen, die wir da finden. Das ist jetzt hier das Teil, wo wir als Lager für Geräte und Tiere. Und auf der anderen Seite war es mit dem Holz. Ja. Ist ziemlich groß. Wir sind froh, dass wir das geschafft haben. Jetzt haben wir einen Wohnteil, wo wir Leute nehmen können. Hier haben wir jetzt eine Lieferung von Olivenbäumen gekriegt. Wir dann gepflanzt haben. Nachwuchs ist ab und zu mal da, ist jetzt gerade auch Nachwuchs da. Da sind belgische Schäferhunde. Da sind jetzt wieder eine Lieferung von Olivenbäumen. Das waren insgesamt um die 2500. Dann haben wir eine Baumpatenschaft ins Leben gerufen, damit wir das finanzieren können, einfach die Mitarbeiter und alles. Und das ist jetzt Ahmed, der neue Arbeiter, das ist jetzt gerade eine Baumpatenschaft hier. Und jeder wird dann informiert mit Namen und so am Schild und welcher Baum und wo das steht und setzen wir auch im Internet. Und jeder kriegt so eine Urkunde einfach. Ja. Jetzt haben wir eine Traktoranschaffung gemacht und wir haben das auch ins Internet gestellt. Dann haben wir Gott sei Dank so das nötige Geld dafür gekriegt. Hier war es am Anfang. Ja. Dann haben wir alles glasklar, wer was gespendet hat. Jetzt steht der Traktor in der Halle. Und damit können wir mehr erreichen. Ja. Das sind jetzt unsere Schafe hier, die haben auch Nachwuchs. Da bin ich ja bei der Arbeit gerade hier, 2011. Wir bauen jetzt eine trockene Toilette hier, das sieht man, ja, die wir dann als Kompost dann benutzen später. Weil wir wollen alles recyceln. Das ist ein Detail von dieser Behausung, weil viele Leute wollen zu uns kommen,
Einer will Diplomarbeit, einer will mithelfen und so. Hier ist der Boden wabenförmig einfach. Das hat auch mit dieser Energie zu tun, also diese Tonerde, Terrakotta. Das ist auch ein Fenster, das ist auch Naturholz, das ist auch ein Fenster nach außen. Ne? Man soll sich wohlfühlen sozusagen, ne, wenn man da ist. Das ist jetzt eine Ecke für die Küche. Das ist ja ein Teil von der Halle. Das ist jetzt ein bisschen außen. Ne? Wir wollen die Zierpflanzen nach oben ziehen lassen. Und damals hier war nichts, war nur Sand und so. Jetzt hier haben wir Drahtmasche und wir haben einen Damm gebaut. Und das Wasser jetzt, wie es im Plan steht, so eine Riesenarbeit, um das zu schaffen, damit das Wasser nicht das Grundstück da kaputt macht. Es wird dann langsam sichern durch die Steine und dann es wird dann ein bisschen gebremst und dann soll sich dann sehen. Jetzt sind Seen da und da entstanden, so Pfützen. Aber wir wollen das dann sozusagen ein bisschen organisieren. Das ist der große Becken hier. Das ist Rex und Jackie. Wir haben noch Hühner. Die Schafe wieder. Jetzt ist ein großer See bei uns, aber ein bisschen weit, so ungefähr fast 1 Kilometer. Und wir wollen durch diesen Damm erreichen, dass wir das auf dem Grundstück haben. Dann haben wir auch so diese Konstellation. Jetzt hier pflanzen wir neue Bäume, jeweils 250, so Apfel, Birne und Aprikosen. Im Moment geschieht das. Das ist jetzt hier Himmelsakupunktur. Man sieht, was passiert, wenn das Gerät im Einsatz ist. Was er vorhin beschrieben hat, dieser Austausch, diese blaue Himmel, ja. Feng Shui des Himmels, man sieht wie die Wolken ganz anders. Also damals gab es sowas nicht einfach. Ja. Solche Wolken einfach. Die Energie da, die Leute, die kommen, die spüren das. Ja. Und dann da ist die Halle im Hintergrund und da ist ein Hektar Weintrauben auch hinter diesen Casarinas. Und wir machen immer neue Casarinas, immer weiter. Die wachsen nach und nach. Da kann man sehen, wie so eine Wolke jetzt entsteht. Das ist gerade gemacht worden vor ungefähr 2 Wochen. Da habe ich damit gearbeitet. Das ist der Eingang hier zum Grundstück. Das ist jetzt Pistazienbaum bei uns. Das ist uralt. Und das ist jetzt die Umgebung. Wir sind nach Algier dann gefahren und so sieht es aus einfach. Ja. Also damals, als wir zusammenfuhren, war es nicht so. Es war schon, aber nicht so, ja. Ja, kann man sehen. Normalerweise sowas ist April, aber jetzt war es Januar. Das ist ein Jux von mir, das mache ich mit der Hand und dann so sieht es nach Baby aus, aber dass die Leute denken, was machen Kinder hier. Das ist jetzt diese Diplomarbeit, das ist ja in Halle, die Schule. Da sind die Gebäude, so die Bengalus, schneckenförmig. Ich zeige nachher eine 3D-Animation. Das ist so ein, wie sagt man, ein Makete so vom Grundstück. Das ist der Damm vorne, was wir da am Bauen sind und soll geteilt werden und dann Feng Shui-mäßig da. Es gibt dann hier ist eine Meditationsschule, hier ist für Mitarbeiter, hier ist für Leute, die sich da einbringen, hier ist Administration hier unten. Ja. So sieht es abends aus, so. Der Himmel glüht. Ja, das kann man nicht mit Bildern nachempfinden, das muss man gesehen haben. Ja, so. Ja.
Tschüss, danke für die Aufmerksamkeit. Danke. Voilà. Ich kann euch die 3D-Animation von dem Grundstück zeigen. Vielleicht ist auch interessant. Voilà. Voilà. Das ist jetzt die Diplomarbeit und wir wollen nach dieser Methode dann weiterbauen und so. Deshalb gehen wir dann gezielt. Dafür sammeln wir Gelder. Wenn jemand sagt, okay, ich möchte mich einbringen, ich möchte so ein Bungalow und ich möchte da leben, der kann dann für eine gewisse Summe das einkaufen und das ist dann lebenslang sein sozusagen Eigentum. Er kann da wohnen und so, aber er kann das nicht vererben. Es ist nur, wie sagt man, Timesharing einfach. Da sind jetzt die Gebäude, das ist diese Administration hier, Verwaltung, das ist Meditationsraum. Da sind die Bungalows schneckenförmig, weil da kommt diese Bioklimatik sozusagen, wie die Termiten arbeitet das. Es reguliert die Luft. Das ist diese Verwaltungsgebäude. Das ist Solarenergie. Und das ist die Baumschule sozusagen. Hier lernt man die Methoden Cloudbusting und so, Wilhelm Reich. Das ist so ein Bengel. Ist jetzt alles virtuell, aber sieht echt aus. Ja, so wird's aus. Kann man sich ein bisschen vorstellen, was wir schon in unseren Köpfen haben. Ja. Das ist jetzt alles bis ins kleinste Detail gedacht, so richtig jede Masse, was alles nach diesem goldenen Schnitt auch berechnet. Ja, ja, es ist alles genau ausgedacht und so. Wir haben da monatelang gesessen und wir wissen ganz genau, was wir da haben. Und das ist alles Feng Shui-mäßig, es wirklich fließt mit der Energie. Und das war die erste Planung, die wir damals gemacht haben, ungefähr so auf dem Papier. Und dann haben wir diese Prototyp so auf eine nach und nach so verfeinert. Das ist die Architektin Permuta, das ist meine Frau hier. Und das war hier bei der Diplomabgabe, die hat ein 1 dafür gekriegt. Also wirklich sehr gut. Ja. Ich kann euch jetzt als letztes das Team da vorstellen. Weil ich einen Trail habe. Ich habe es aus, wie sagt man, aus Juxo gemacht. Es ist nicht Indiana Jones, aber das ist die Musik. Das ist dann was bewirkt sozusagen. Das ist der Cloudbuster hier. Das ist Taha, das ist Mohammed, das ist Isra. Das ist die Schwester von meiner Frau. Das ist der Kartoffelflüsterer. Ein- und Auswerbeln einfach. Ja. Und 1 Minute. Okay.
wenn ihr Fragen habt, ja. Wie ist die Resonanz in Algerien selbst? Ja, Algerien, was heißt das Resonanz? Das ist eine gute Frage. Bert hat vorhin gesagt, mit Regierung zu arbeiten, ist einfach an die falsche Tür zu klopfen. Ich habe auch das versucht und ich habe auch Lehrgelder bezahlt und damals wollte ich das nicht mehr machen. Und das war meine Frau zu verdanken, die gesagt hat, wir machen das aber privat. Ich habe gesagt, ich möchte mich dann wirklich, es ist leider so, an einem Ort machen, wo man mich nicht stören kann. Und deshalb haben wir diesen Ort da ausgesucht. Und hätten wir jetzt das an die Öffentlichkeit gebracht damals, wir wären nicht so weit gekommen. Und bis heute nennen wir das Djanan, wir nennen das Integrale Umweltheilung oder so. Das ist ein Ökodorf für die algerische Regierung. Wir haben bis jetzt kein Pfennig an Unterstützung von der Regierung gesehen oder sowas. Ja. Es gibt angeblich für die Wüste und Pipapo und Ban Ki-moon und wie die heißen alle und Organisationen weltweit oder die GZ, aber es landet immer, dass Gelder fließen an die Falschen, die irgendwo sitzen, die Mächtigen. Und dann irgendwann mal hört man, ja, ein Dorf hat einen Brunnen gekriegt und die Leute gehen jetzt dahin und so, aber das ist ja nicht mein Ziel oder sowas. Ja. Ja. Was ist los? Dieses Land, ist es Was? gekauft? Ausstellen. Oder wie ist es dann? Das geht von alleine. Ja, wie bitte? Das Land, habt ihr das gekauft oder wie? Man kann in Algerien kein Land kaufen. Das gehört der Regierung. Alles, was unter dem, sagen wir, 1 Meter unter der Erde, falls die Erdöl finden, gehört es dann. Dann habe ich aber die Möglichkeit gehabt durch meine Frau, weil das sind Stämme, die da sind, so Nomaden. Und diese Stämme, die haben Bleiberecht. Und die Regierung hat Probleme mit diesen Stämmen, ja. Da sie dann in dieser Region bekannt ist, hat man dann das an die Rathaus damals 3 Monate, wir wollen dieses Land den Leuten. Und dann kommt die Regierung und sagt, okay, habt ihr Geld, um das zu machen. Da muss man dann vorweisen, dass man das kann. Erstens, man kommt aus dem Ausland, die Leute denken, wir sind hier, stinken nach Geld oder so, ja. Und dann es hat immerhin gedauert, fast 8 Jahre, bis wir die Urkunde gekriegt haben, dass es uns wirklich gehört, dass wir dann das machen. Ja. Wir haben gemacht und jedes Mal nur so Steine in den Wege gelegt. Aber damit haben wir Schönes gebaut. Ja. Wie ist denn die Resonanz in der Bevölkerung, die gerade in der umliegenden Land, also im umliegenden Land sozusagen, sind ja nicht wahrscheinlich die einzige Oase da? Nein, das ist überall jetzt in Algerien, wenn man im Süden ist, alle Leute haben Traktoren, alle Leute machen Landwirtschaft. Ich habe ein Problem gehabt. Damals konnte ich irgendwo nur die Hand, so ich brauche einen Traktor, habe ich 2, 3 Stück gekriegt, ganz billig. Und auf einmal, Leute brauchten selber. Deshalb wollte ich dann mein eigenes Traktor haben. Ich konnte gar keinen Traktor mehr leihen für Geld, um die Arbeiten zu machen. Also war das schon so ein gewisser Neid dann da? Oder wie kann man Nein, ist kein Neid. Die merken das nicht. Die Leute, die gehen nicht so weit, dass die denken, aha, sagt, naja, wenn er es macht. Am Anfang haben sie einen ausgelacht und dann haben sie gesagt, es muss was dahinter stecken. Und dann gesagt, ich mache es einfach. Ja, aber er macht das, warum soll ich es nicht machen? Ja. Ja. Also das hat dann schon einen positiven Effekt, ja. Ja, der Mensch lernt nach Ahnen einfach. Ja. Er weiß es nicht, aber er macht, weil der andere das macht. Sonst verpasst er was. Ja. Ja. Und ich finde, das ist schon gut so, dass wir die Leute angesteckt haben. Ja. Wir haben ja auch über viele Jahre versucht, in die Medien Informationen reinzubringen. Vielleicht deute ich da noch mal ein paar einzelne dieser Ereignisse hier an. Was ist das denn? Ja, damit es ausgeht. Ja. Aha. Solange gesucht hat. Okay. Das war mal vor 10, 12 Jahren, vielleicht auch 15 Jahren, in dem Pay-TV Premiere. Da gab es eine Sendung, da konnten Zuschauer aus 3 möglichen Vorschlägen was auswählen und ein Vorschlag bezog sich auf die mögliche Wetterarbeit auch bei der Wüstenbegrünung, bevor das alles auf den Weg kam. Der Moderator war damals der Roger Willemsen und das Publikum hat sich entschieden, ich will jetzt über Wüstenbegrünung und Wetterarbeit was wissen. Ja, dann war ich ins Studio geladen, hatte
ich glaube, 9 Minuten Zeit, innerhalb von 9 Minuten diese Möglichkeiten zu präsentieren. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz leicht war, aber immerhin hat man mich 9 Minuten hintereinander im Wesentlichen reden lassen. Da waren andere Erfahrungen, die Sendung Nachtcafé vom Süddeutschen oder Südwestfernsehen, die gibt es heute noch, zum Thema Wetter. Da war ich eingeladen, um diese energetische Wetterarbeit hier, auch die Erfahrungen in Namibia da einzubringen und den Hintergrund neben manchen anderen. Ein Studiogast war auch der damalige Fernsehwetterfrosch sozusagen, ein Dr. Wolfgang Thüne und noch einige andere. Jedenfalls habe ich auch da versucht, in 5 Minuten oder 6 oder 7 dieses Konzept von Himmelsakupunktur und die Möglichkeit anzudeuten, dass das eines Tages vielleicht auch in die Sahara getragen werden könnte, mindestens vom Rand her. Und da erinnere ich mich an die Reaktion des Meteorologen. Also hören Sie mal zu, Sie als Laie, ja, und Sie wollen mir erzählen, ja, jeder Meteorologe weiß, dass in der Sahara keine ausreichende Luftfeuchtigkeit ist und da können sich keine Wolken bilden, ja. Und jetzt erzählen Sie hier einem Fernsehpublikum derartigen Stuss. Naja gut, er konnte sich es halt nicht vorstellen. Wie es der Zufall so will, bin ich jetzt nochmal vor einem Monat indirekt auf ihn gestoßen. Er ist einer derjenigen, die diese CO2-Erklärung hier von Klimawandel in Frage stellen, was ja mutig ist, ja, weil das ist ja mittlerweile zum Dogma geworden. Und in dem Zusammenhang habe ich ihn nochmal verwiesen darauf, auf diese lebensenergetischen Aspekte, ja, die eben in der Meteorologie bis heute nicht berücksichtigt sind. Und dass mittlerweile euer Projekt auf dem Weg ist. Und dass das genau eine Realisierung dessen ist, was ich vor, 15 Jahren oder noch mehr damals habe einbringen wollen. Und dass das auch dokumentiert ist auf der Website mit ganz vielen Fotos. Dann kam eine kurze Antwort, ja, Fotos, was beweisen die schon? Punkt. Ja. Aber in der Sendung kam es noch schlimmer, da war nämlich noch einer eingeladen, ein Holländer, das war ein Klamaukmann, der wollte die Botschaft bringen, positiv denken. Es ist ja auch was dran. Ja. Und dann kam es auf das Thema Dürre in Afrika und Hungersnöte und so weiter. Und er meinte, es gäbe gar keine Dürre. Man müsste nur positiv denken. Und um das zu dokumentieren, wie er das immer macht, jeden Tag vom Spiegel frühmorgens, Chaka, ich schaffe es! Chaka, ich schaffe es! Chaka, ich schaffe es! Und dann ist er gut gelaunt und gut drauf und hat keine Probleme mehr im Leben. Außerdem, dass er mich da fast vom Sofa runtergeschoben hat. Ja. Und um das Ganze noch zu untermauern, holt er dann ganz schnell so eine lange Wasserpistole raus und bewässert sozusagen die ganze Talkrunde dort. Ja, zum Beweis dafür, dass es alles nur eine Sache der Stimmung ist. Ja, jetzt schlagartig hat sich die Stimmung hier verändert und Probleme gibt es nicht. Warum ich das erzähle? Das ist eines der Muster, mit denen Medien, also in dem Fall Talkshows, bei Themen, mit Themen umgehen, die so grundlegend rütteln am Fundament des herrschenden Weltbildes. Es wird lächerlich gemacht, es wird von Seiten der Wissenschaftler geleugnet, weil das wissenschaftlich eben unmöglich ist, sagt der Experte. Also ich war richtig in die Zange genommen und bin natürlich auch immer kleiner geworden. Also man erwartet ja sowas nicht. Ja, nur mal als Eindruck darüber, wie mit solchen zukunftsweisenden Themen von Seiten nicht aller, aber doch erheblicher Bereiche in den Medien umgegangen wird. Und wenn man das mal ein paar Mal erfahren hat, und das andere waren ja die Kontakte zu Regierungen oder zu Instituten, spart man sich irgendwann mal die Zeit.
Es sieht anders aus bei den Internet-TV-Medien, Alpenparlament und Nextworld. Am Donnerstag habe ich ein Interview Neues bei Nextworld im Nextworld TV und einige andere. Da lässt man einen noch ausreden. Da ist auch eine Offenheit da. Da wird das im Internet verbreitet. Aber in den sonstigen Medien, im Großen und Ganzen, positive Ausnahmen gibt es hin und wieder ja auch mal, aber im Großen und Ganzen ist es ein so unglaubliches Maß an Ignoranz, an Hochmut und an fast Unerträglichem, dass man sich das nun nicht immer wieder reinziehen muss. Und deswegen der Schritt, den ihr dann getan habt, wir tun es einfach. Ja, nach der Devise, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Spart man sich die Zeit und die Kraft und auch die Demütigungen, ja, die man dann erfährt, wenn man auf Knien angekrochen kommen soll. Bitte, bitte öffnet doch die Türen und hört doch mal. Und die Türen werden immer und immer wieder, jedenfalls bislang noch, zugeschlagen. Das mag sich in 10, 15 Jahren ändern, das mag auch in anderen Teilen der Welt hin und wieder mal anders sein, aber im Großen und Ganzen ist das immer noch der Stand der Dinge. Und Majid hat ja selber auch jahrelang, zum Beispiel auch die DVDs hier, verschiedenen Prominenten, auch Politikern. Sogar der Köhler. Ja. Der Schellhuber. Alle Politiker fast hier in Deutschland habe ich durchgehabt. Die haben alle die DVD und die haben gesagt, das ist großartig, was sie hier machen, aber es hat nie einen Nachhalt gegeben oder eine Einladung, einen Vortrag. Weil die haben sich nie die Zeit oder es muss irgendwas passieren beim Politiker, dass er dann bedrängt wird, dass er dann reagieren muss einfach. Ja, und wir leben in einer Zeit, wo alles manipuliert wird sowieso. Ja, und will ich jetzt bekannt werden, muss ich dann manipulieren oder denen dienen, dann wäre es gut. Aber wir sind auf der anderen Seite. Schauberger, Wilhelm Reich, Tesla, all diese Strömung ist ja immer bekämpft worden. Ja, naja. Ja, in einem Fall war ein Kontakt zu einer Regierung und dann wurden auch noch Meteorologen zu Rate gezogen, noch 3 Meteorologen. Und dann wurde dieser Ansatz präsentiert, also im Hinblick auf mögliche künftige Arbeit dieser Art. Und nach 5 Minuten sind die Meteorologen sowas von wütend geworden und haben gesagt, stehlen Sie uns nicht unsere Zeit hier mit so einer Scharlatanerie. Ja, und rausgeflogen. Ja, und Canan ist auch dafür da als Vorzeigepilotprojekt. Das heißt, später, wenn wir fertig sind mit den Behausungen und wir können wirklich die Unterkünfte dann sozusagen bereitstellen, dann kann jeder runter, kann sich angucken, kann sich anbringen, kann helfen, kann wohnen. Mit seinem Geld, mit seiner Kraft, mit seinen Ideen, wir brauchen wirklich jede. Das ist international, es gehört mir nicht oder meine Frau, das ist so eine Art Stiftung und das soll dienen, so wirklich die Synergie da zu erleben. Und wir wollen auch später so Kinder aufnehmen und wir wollen eine neue Generation vom Denken und sowas. Wir wollen Leute, die wie Salate sind, die tragen ihren Herzen im Kopf sozusagen. Ja, das war doch ein wunderbarer Abschluss, wunderbare Abrundung. Ich würde sagen, wir lassen es für heute dabei. Aber natürlich die Entwicklung in diese Richtung der Wiederbelebung, die wird weitergehen. In diesem Sinne.